Ahoi und einen wunderschönen wieder mal. Wir sind wieder da. Sucht lasst raus. Es geht weiter mit Animal Crossing. Wen hätte es gewundert? Wer weiß. Jo, wir wollen Geld sammeln, haben wir gesagt gehabt. Jetzt erstmal. Das heißt, wir werden auch mal verschiedene Sachen machen. Moment. So, ich muss Orangen herrichten. Machen wir gleich, einen kleinen Moment. Ich hatte jetzt quasi das. Ich habe auf einer Orangeninsel gestartet. War jetzt mit x Meilen-Tickets im Einsatz und habe nur Orangeninseln gehabt. Irgendwie, ja, ich nenne es mal schwierig. Aber wir haben Orangen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir gleich Besuch. Ich tauche mal in der Zwischenzeit. Ein Drachen. Okay, ja, nice. Ein Dagobert holen wir uns auch gleich noch. Morgen macht das Museum auf. Unterladen. Ebenfalls willkommen zurück. Ich habe gefuttert, ja, tatsächlich. War zwar nichts Besonderes, aber Cousin war gerade noch da. Eigentlich nur Chicken Nuggets. Eigentlich nur. Ohne großes Tamtam mit Nudelsalat. Also wie gesagt, nichts Besonderes. Wirklich nur ganz schnell reinkauen und das war's. Eine Kammuschel. Eine Kammuschel. Kammuschel. Die Friseurin der Unterwasserwelt. Ja, nur, ich meine, weiß einfach, was Einfaches ist. Es ist jetzt kein komplett fertig gekochtes Essen. Es ist einfach nur was, das man in den Ofen reintut. Nichts Besonderes. Ich mag es auch gern. Ich könnte es vielleicht nicht jeden Tag essen. Nee, muss überhaupt nicht. Gar nicht, aber ich weiß halt, viele Leute sehen das halt nicht als richtiges. Ja, endlich ein Meerstrudelwurm. Ja. Seit 25 Jahren sucht man. Jetzt endlich. Der Meerstrudelwurm, wer kennt ihn nicht? Nie gehört. Ich bin aktuell alleine, krieg aber glaube ich gleich Besuch. Also, was meinst du? Ach so meinst du? Aktuell macht es keinen Sinn, das stimmt richtig, ja. Ja, aktuell ja. Kann man ganz ehrlich sagen. Was war da? Ich habe mir Angst, dass ich mir absauft, wenn ich da runter tauche.
Seepocke. Der hat sich hochgepokert, oh mein Gott. Das tut weh, es sind Schmerzen. Sie sind tiefgründig, die Schmerzen. Fang den, fang. Ich dachte, du meinst, ob ich allein auf der Insel bin aktuell, aber... Was ist das? Ah, jetzt haben wir ihn. Nice. Allein ist nice, haha. Ja gut, mei. Ich sag mal... Ich habe vorher keinen großen Ding draus gemacht und ich mache jetzt nichts besonders draus. Also das ist... Hab beides Vor- und Nachteile. Genau, Frage allein. Ich sage, es hat beides Vor- und Nachteile. Aber mir geht's gut. Also es passt alles. Einwandfrei. Ich bin noch in einer Beziehung. Gibt auch Hoch und Tiefs, glaube ich. War ich auch lange Zeit tatsächlich, ja. Also ist bei mir jetzt noch gar nicht so lange her. Also, ja gut. 1,5 Jahre. Aber davor auch ziemlich lang drum. Ich verstehe es. Aber ich sag mal, die meiste Zeit gibt Hoch und Tiefs, aber eigentlich passt schon, würde ich sagen. Also ich denke mal, wenn man so lange aushält miteinander, dann heißt aber die 7 goldenen Jahre, oder? War das nicht so? Das 7. Jahr ist das Schwierigste, heißt doch immer. Ich finde, ich zwar ein Krampf. Das schwierigste Jahr finde ich ist immer das, wenn man zusammenzieht. Das erste Vierteljahr. Das ist, wenn man wirklich zusammen wohnt, das ist der Punkt, wo es dann wirklich, man wirklich merkt, ob es passt oder nicht. Da gibt es das, er macht gerade den Meister und ich bin dadurch echt viel alleine. Ich finde es angenehm. Na gut, okay. Ich sage auch Privatsphäre? Privat? Und, ja, ich weiß schon, wie du das meinst. Also, ist mir klar. Kein Problem, kein Problem. Es gibt Tage, da will man keinen sehen, es gibt Tage, da braucht man jemanden. Das ist ganz unterschiedlich. Von dem her, das passt schon. Ich mache genauso meine Dinge. Ich mache genauso Dinge. Genau, zusammen, ja. Meine ich. Aber es gibt Sachen, die machen wir lieber allein. Es gibt Sachen, die machen wir lieber zusammen. Zum Beispiel den Fisch da erwischen, würde ich jetzt gerade gerne allein machen. Jetzt passt. Ich verstehe nicht, was so schwer ist, an einem Seeigel zu fangen. Man taucht runter, tritt rein, man hat ihn. Dauerhaft am Fuß mit einem riesen Aua. Ich habe einmal live gesehen, das war nicht so toll. Gott sei Dank nicht gemacht. Das war in Griechenland damals auf Kreta. Wo zu so einer Insel rüber taucht, die quasi komplett voll mit Seeigel war. Komplett. Und ich bin, ich sag mal, nicht der begabteste Schwimmer. Also, ich kann schwimmen, ja, logisch. Ich bin nur, was Meer angeht, ewig unsicher. Also, man muss immer mal man selber bleiben können. Das ist wichtig. Ja, das stimmt wirklich. Das ist richtig. Das ist Hauptsache. Und das quasi von meiner damaligen Freundin, der Vater, ist dann an ein Segel reintatscht. Oh mein Gott. Ja. Das war... Au. Da ich nicht so gut schwimmen konnte, sag ich jetzt, oder was heißt nicht so gut schwimmen konnte, das Mann. Weil ich weiß jetzt nicht der sicherste Schwimmer bin, was offenes Meer angeht und ich den irgendwie von der Insel wegbringen musste. Ja, es ging schon. Aber frag nicht wie. Ach, die Ananas, da haben wir es ja. Schichten gibt schon. Das war... Also seitdem mag ich es mehr oder weniger, muss ich ehrlich sagen.
Moment, ich schau mal kurz, was da Nachricht gibt. Ach so, nee, Ariel, keine Chance. Also Gott sollen. Ich hab's gerade gelesen. Macht doch keinen Kopf. Ich meine, Privatsphäre braucht ja jeder, habe ich gemeint gehabt. Ich meinte in einer Beziehung. Nee, wenn ich was nicht erzählen will, sage ich schon. Kein Problem. Eine Perle. Also, ich habe kein Problem damit, drüber zu reden. Ich habe kein Problem damit zu sagen, wenn ich irgendwas quasi also zu weit geht oder wenn ich quasi was erzählen will. Also überhaupt nicht, immer nicht. Wirklich nicht. Aber ich muss Sternis verdienen. So schaut's aus. Ja, eventuell kommt jetzt sogar eine Freundin vorbei, zwecks Orangen. Eventuell, wenn sie möchte. Ich weiß nicht, ob sie zuschaut, keine Ahnung. Du brauchst auch noch Orangen, oder? Dachte ich. Ich habe das gerade. Nee, ich habe gesagt, eventuell kommt jetzt dann gleich noch eine Freundin vorbei, also im Stream quasi auf Animal Crossing, auf Animal Crossing quasi, auf meine Insel und holt sich Orangen. Das war die Ansage, die ich meinte quasi. Und da ist mir eingefallen, dass du eigentlich auch noch Orangen brauchst. Dachte ich mir. Oder täusche ich mich? Ai. Ach Gott. Oh, alles klar. Insel ist offen. Gerne holen. Ich esse auf in der Zwischenzeit hier. Kann ich ja. Muss bloß warten, bis sie da war. Ein Griffelseeigel. Ich wollte schon immer eine Griffel bekommen. Ah, die Schmerzen. Eine Miesmuschel. Die Sprüche, ja. Also, ja. Ich hab keinen Platz mehr, was ist los? Ja. Tausch mal gegen den Igel. Tschüss, Igel. Ich schon. Ich bin genau an der falschen Stelle, um die Taschen voll zu ziehen. Mal sehen, was du bekommst. Was meinst du? Wie viel Geld ich krieg? Für die Sachen? Ich weiß nicht. Will ich die Perlen verkaufen? Ist die Frage. Ach Mist, stimmt ja. Ich leg's ungerade wieder hin. Aha, da kommt wer. Ich habe Perlen gefunden, ja. Also 2 jetzt schon, glaube ich, insgesamt. Wer mag das wohl sein? Die Isa, der Hobbyholzkopf. In der Spezi-Bucht. Ah, so geil. Die Spezi-Bucht ist super. Problem. Ich finde die Spezi-Bucht super.
So geil. Ahoi, da ist sie ja. Isa von Spezibucht. Ach, also Spezibucht ist geil. So, also Quaschhausen ist also was in Richtung optimal. Coming. Also, okay. Ich muss mich leider so... Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich auf der Minimap gar nicht. Wo ist sie denn hin? Bist du noch im Flughafen? Ach, die liegt in meinem Bett drin, hundertprozentig. Ach Gott. Hallo. Ja, jetzt ist scheißegal, jetzt kommst du immer raus. Jetzt musst du immer da bleiben. Okay. Ahoi. Sie möchten Orangen, habe ich gehört, werte Dame. Du hast gerade Besuch, also kannst du das nicht ablegen. Was? Ah, musst rauskommen. Reichen dir 10 oder brauchst du mehr? Reicht, alles klar, passt. Bitteschön. Kein Problem. Also ich habe irgendwie ein Händchen für Orangen. Ich baue die ganze Zeit nur auf, kann man ausmachen, nur auf Orangeninseln. Ich habe noch keine einzige andere Frucht nicht gehabt. Keine einzige. Wirklich null. Also nur Orangenbesitzer, nur. Trotz 5 Inseln. Ja, jetzt kann ich mich umziehen, ne? Ich habe Äpfel gekriegt, oder? Ah, dankeschön. Vielen lieben Dank. Und Birnen auch. Oh je. Danke dir. Ich muss bloß kurz verkaufen. Bin gleich wieder da. Meine ganzen Taschen sind voll. Kleinen Moment bitte. Hab so viel Scheiß dabei, weil ich gerade beim Tauchen war. Uno Momento bitte. Hey du. Kaufen Sie meinen Scheiß. Ich will was verkaufen. Durch. Und Kammuschelpalpe mal. Haben wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, was wir schon alles haben, das ist mein Problem. Den haben
haben wir schon, den Seeigel haben wir schon. Seeigel haben wir auf jeden Fall schon. Ich brauche die Tiere noch. Ich habe die für den Eugen, glaube ich, noch nicht. Okay, geht. Das geht, klar. Ich habe einen Apfel beim Anpflanzen tatsächlich. Aber schau ruhig rum. Hier gibt es noch nicht viel. Es sind nur 2 Bewohner da. Im Kreis rennen. Lieblingsbeschäftigung Animal Crossing, ne? Hui. Ich schau mal kurz, was ich für Viecher habe. Aber aktuell siehst du nicht viel, easy. Also da ist noch nicht viel da. So, was haben wir denn? Schwalbenschwanz, Himmelsfalter, Heuschrecke, Wespe, Stinkwanze, Haspel, Hasel, Tilapia, Igelfisch, Seeigel haben wir, Seeanemone haben wir auch, Seeananas haben wir auch schon, Miesmuschel haben wir auch schon, Seebocke haben wir auch, also das heißt quasi, wir können das Zeug noch verkaufen in der unteren Reihe. Die Dinger haben wir noch nicht. Geht's ins Lager rein? Ja, geht rein, okay. Du noch? Du auch noch? Du auch noch? Nee, okay. Dann einmal platzieren. Und einmal präsentieren. Tada! Platzieren. Passt. Was Ich gehe raus, sie kommt rein, ne? Du kannst nichts aufstellen, während Besuch da ist. Ah, da ist sie. Ich bin wieder reingegangen. Fototime. Hallo. Was war das gerade? Okay, danke schön. Was? Heißt, alle schütten mich zu mit den Emotes. Ich habe wieder keine. Ich weinstuhle mich hinein. Hände wärmen. Drück mal die hinteren Knöpfe, eventuell hast du eine. Nee, ich habe noch, ich weiß, das ist die ZR-Taste, aber ich habe noch keine. Leider nicht.
Hast du irgendwelche Blumen, die ich nicht habe? Eventuell. Kann ich sie hier platzieren? Nee, okay, dann mach es drin. Geh bestimmt da drauf, ne? Nice. Bist du... Ja, ist es. Perle tun wir ins Lager. Haben wir schon eine? Ich dachte, wir haben schon Perle. Braucht den komplett. Ja, ich werde wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen am Rumtauchen jetzt dann. Aber wahrscheinlich werde ich spulen müssen. Ich denke auch fast, ja. Leider. Verkaufe ein paar Kokosnüsse wahrscheinlich. Die Blumen können wir mal kurz verkaufen. Mal in die Tasche stecken. Was haben wir noch dabei? Lehm und Steine behalte ich mal. Ach, die Greiselschnecke ist gar kein Lebewesen, nicht okay. Auf Strand kann ich hinstellen. Ah, Moment. Ich mache trotzdem kurz die Perle rein. Guck, das habe ich schon gepflanzt, ja. Kirsche. Ich habe die selber erst gekriegt, aber ja, kannst du haben. Ich habe schon eine gepflanzt. Ariel, deine Kirschen sind beliebt wie solche. Ich merke schon. Das sind Premium-Kirschen. Ich pflanze dann auch und beliefer dich. Ja, merke ich schon. Ja, es tut mir leid. Ich habe gerade keine mehr, soll ich mal schauen? Nee, passt schon. Ich habe ja auch schon einen pflanzt am Baum. Also, Kirschbaum ist am Wachsen. Ich habe bald selber welche. Eine reicht nicht, warum nicht? Also, ich habe auch noch eine gepflanzt. Können wir auch später, man kann ja wieder nachpflanzen und so weiter. Dauert halt ein bisschen. Du bekommst mehr für anderes Obst als dein eigenes. Ach so, okay. Heute brauchen wir noch Äpfel ins Lager. So. Kirsche ist hergerichtet. Ich höre jemanden klatschen. Bin gleich da. Restlichen Schrott noch kurz loswerden. Moment. Ich habe auch gerade keine Angst. Okay, dann passt's. Also du und du. Ich muss sagen, für das, dass wir jetzt eigentlich schon 10.000 Sterne gepflanzt haben, geht ganz gut.
Voll am Abklatschen da draußen. Am Festplatz ist kein Platz dafür, mein Gott. Kirsche. Bitteschön. Mit Tauchen geht's ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt wirklich. Wie kriege ich Emotes? Durch Bewohner, durchs Anquatschen, ne? Kirschen waren super, ja. Bitteschön. Und gerne. Und gerne wieder. Jederzeit melden, wenn du es brauchst. Ich schaue gerne mal auf deine Insel dann bei Gelegenheit mal. Machen wir auch gern. Wir können uns ja Sachen schicken jetzt dann. Das geht auch. Können wir das generell mal machen auch. Also ich glaube, das geht ja mit der komischen App jetzt dann, oder? Ja genau. Geht die Spezi-Bucht des Premium, ohne Scheiß. Ich find's so geil. Meilengriem auch gut tatsächlich, nach und nach. Geht ganz gut. So, ich würde sagen, wir tauchen ein bisschen. Dass wir den Kredit abzahlen können, erstmals. Ne? Mein Werkzeug raus, ich wüsste wohin, das ist mein Problem. Einfach am Boden hinwerfen, meinst du? Wow. Husttag ja wegen dem Haus. Also ich muss irgendwie rauskommen. Ah, wieder Gold. Naja. Es liegt mal gut. Wenn man Kredit abbezahlt hat, kann man dann gleich ein neues Haus machen? Geht das? Rein ins Wasser. Kriegt man eigentlich Schwimmflossen oder irgendwas, was in der Richtung ein bisschen schneller ist, eventuell? Ich meine hier vor allem. Na gut, man erwischt sie eigentlich ganz gut. Ein CO haben wir noch nicht. Das ist neu, oder? Kein neues Zeug. Kredit abbezahlen, ja, neuen Kredit aufnehmen, dann achte, wo du hin musst. Das nicht, dass du das Springding brauchst. Das findest du oft. Ah, okay. Perlen sind selten, okay. Haben wir schon. Ich tauche eher mal komplett rum, würde ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich ein bisschen Platz. Einmal hindown mit uns. Wieder was Neues.
überall dasselbe, was meinst du? Ach, das zu finden. Ja, aber die Blubberblasen tauchen ja nach und nach quasi auf. Oder spawnen nicht immer im gleichen Bereich. Weil ich zurückschwimmen, habe ich die schon wieder da, oder wie? Ach, die brauchen eine Zeit, bis wir wieder da sind. Die Kriechspruchsalge. Hat er sie gekriegt? Gericht. Na, okay, das spawnt ziemlich schnell. Sind immer wieder da oder woanders. Eine Seeanemone. Bleiben wir hier beim Strand in der Nähe. Falls doch ein Hai kommt. Ohrenqualle haben wir schon. Ich würde die Sachen, die ich quasi brauche, trotzdem jetzt erstmal sammeln. Die ich quasi noch nicht habe. Für den Eugen. Und Rest dann verkaufen. Bis jetzt sind es nur 2 Sachen. Schaut, Dach der Perle. Ah, okay, machst du auch so. Macht eigentlich auch Sinn, würde ich sagen. Hinunter mit uns. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich erwisch dich. Ja, jetzt. Mist. Komm her, komm. Wie schnell ist denn das Viech? Oh mein Gott. Ach, das war so ein Fangschreckenkrebs. Den hatten wir, glaube ich, schon. Babylon-Seeschnecke. Bitte schließe das Fenster. Ah, sie fliegt heim. Tschüss. Ich bin da mal am Saufen gewesen. Adieu, ordentlich abgestaubt. Muss mal anpflanzen. Gut, die haben wir gerade schon gehabt. Mit dem Gulliver-Typ müssen wir noch reden. Der hier noch am Strand rum wohnt. Okay, irgendwie ist gar nichts mehr da. Nix für uns, kein Blubber. Ah, da ist Blubber. Ein Blubber, Blubber.
Seeanemone haben wir schon. Ja, nice. Da ist ein Fischi. Ich war gerade ewig viel da, jetzt mag's nicht mehr. Kann ich da reinschwimmen? Geht das? Nee, schade. Nee. Einfach nur irgendwie. Tasche ist noch lange nicht voll. Haben wir noch schon gut Platz. Aber irgendwie war jetzt gerade die ganze Zeit nichts mehr da. Ich kann vielleicht die Uhrzeit, vielleicht gehen die ins Bett. Um 9:30. Kann ja sein. Oder Schichtwechsel vielleicht gerade. Von den Fischen, dass vielleicht jetzt eine schon heimgehen und die anderen fangen erst in einer Viertelstunde an. Kann ja sein. Ich will mal zurück wieder, weil wir haben den Stab nicht dabei. Müsste hier quasi auch wieder was sein, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Wir haben das Meer leer gefischt. Nichts mehr da. Alles weg. Ah, ist noch was. Oh, ein Oktopus. Der hätte besser 8 geben sollen. Okay. Okay. Das war, glaube ich, der beste bis jetzt. Der war nicht gut, aber der beste. Ah, noch einer. Nice. Hat das was mit Tageszeit zu tun? Nee, normal nicht, oder? Gibt es Fische, die nur nachts da sind oder nur morgens? Morgens wäre kritisch. Ah, ich hab's gewusst. Seeohr. Ah, okay, haben wir schon. Haben wir schon einmal. Jetzt geht's auf. Jetzt blubbert es wieder überall. Schichtwechsel vorbei. Nein. Tauchen. Jawohl. Die Blocke haben wir auch schon. Ich sehe, dass wieder ein Netz rumgespannt ist, ne? Also gute Zeug quasi kommt gar nicht rein zu uns. Das fängt der Tom Nook vorher schon ab. Ja, geh schon. Tom Nook ist gerne Schlitzer. Ja, nice. Was Seeohr? So mal raus.
Wir haben einen Oktopus. Platzieren. Er schwimmt und findet eine Lederbademütze. Carsten, Servus, ahoi. Hammer, 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 Hammer. Okay, nice. Nichts Besonderes aktuell tatsächlich. Übliche Verdächtige. Irgendwas zocken. Ark ist aktuell Pause, jetzt hat mich Animal Crossing in den Fängen, sag ich mal. Ich will was verkaufen. Yo, 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 yo und yo. Vor 2 Wochen war ich mal wieder in Landsberg am Lech. Nach 24 Jahren war schön. Also nach 24 Jahren warst du da wieder mal. Okay, das ist lange her. Ich dachte, du bist da öfter. Du hast mich Wunder gehabt. 21.900 Sterne ist. Willst du mich verarschen? Das ist echt viel. Aber cool. Also wenn's... Hast du Glück gehabt mit dem Wetter? Weil leider hat es bei uns ja doch ziemlich viel geregnet die ganze Zeit. Ich sammle mal kurz so eine Mist ein bisschen mit ein. Ich hab keinen Kescher. Tschüss. Aber ist aber ein Staub dabei, ne? Staub haben wir, genau, passt. Hätte ich mir Zeit gehabt, wäre ich bei dir noch vorbei. Der Anfang der Woche war heiß, ab Mittwochnachmittag dann Landregen. Ja, gerne, hättest du gerne vorbeischauen können. Ja, Regen. Regen ist viel aktuell bei uns, das stimmt allerdings. Sehr, sehr viel. Wird aber, glaube ich, eine bessere nächste Zeit. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Kurze Frage an Scarlett nochmal. Da ist das so komischer, weißt du, dass das so komischer Biber rumgeschwommen hier im Wasser oder so ein Otter oder was immer das war. Otter könnte auch sein. Der Kammuscheln gekauft hat. Wie finde ich ihn denn? Schwimmt der hier irgendwie rum einfach nur ab und zu mal? Der wollte doch haben. Waren wir noch in diesen was waren wir noch in diesen am Ammersee? Ich könnte euch da reinschauen. Waren wir noch in diesen am Ammersee? Da war es morgens noch gut, aber Nachmittag Regen. Ah, okay. Das ist eigentlich aktuell, es waren mal ein paar schöne Tage waren dabei, vielleicht hast du die gerade glücklicherweise erwischt. Aber die meiste Zeit hat es wirklich bei uns eigentlich durchgeregnet, kann man fast sagen. Weil ich doch tatsächlich weniger ein Problem damit habe. Normalerweise. Ich mag eigentlich Regen, aber wenn man dann bloß noch absäuft, ist das natürlich irgendwann schwierig. So. Morgen sind wir wieder am Zocken. Also ich habe es schon mehrfach erwähnt. Brettspielabend ist morgen dran. Wird gestreamt. Bin ich auch gespannt, wie das Ding hat. Den haben wir schon. Also ich habe da mein OBS offen. Also eigentlich da.
Und da quasi den, einfach nur das Twitch allgemein, wo halt auch der Chat drauf ist, in ganz, ganz klein unter anderem. Er ist einfach auch mit drauf. Aber ich schaue immer wieder auf den kleinen Chat, anstatt dass ich da links auf den großen hinschaue. Warum auch immer. Schon wieder. Mal so hinsetzen, so schief. Vielleicht denkt er besser dran. Rumschwurbeln im Wasser. Allzu lang kann es eigentlich gar nicht mehr dauern, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können das wahrscheinlich erst dann bald. Oh, der ist neu. Agazami-Grappe. Gibt es auch eine Salami-Grappe? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh, da blubbert rum. Come to me. Die haben wir schon. Kruma Herganele online. Seeananas. Ich sehe gerade, der Karte ist mit ganz leichten Dinger einzeichnet da. Donnerstagabend waren wir noch Wesserbrunn. Schön bayerische Traditionsküche, das war saugut. Freitagmorgens um 5 Uhr sind wir zurückgefahren, da hatte Bayern gerade die erste Woche Ferien. Ah, okay, ja gut, das ist schwierig dann. Da hat man gemerkt, auf 400 Kilometer aus 7 bis Hessen rauf habe ich nach der 23. Fahrschule aufgehört zu zählen. Das sind die letzten, die Ferien haben, ja. Das ist schwer. Bei uns gehen die Ferien an, und bei einigen hören schon wieder auf. Und alles, was quasi dann quasi vorbei muss, nach Österreich, Italien, egal, Niederlande, egal wo man hinfährt, fährt alles an uns vorbei. Das stimmt wirklich, ja. Das A3 ist ganz, ganz schlimm. A7 aber auch. A9 kann kurzig sein. Runter habe ich 7 Stunden gebraucht, zurück 12. Glaube ich dir. Also ich weiß, wie es ist. Sarah, hi. Hallo. Wir haben dich in deiner Abwesenheit schon gelobt, wie schön die Info von dir ist. Wirklich. Perle. Ich bin aktuell am Tauchen und mach's gut, ich gehe auf die Jagd im Kühlschrank. Okay, Carsten, danke dir. Na guten. Lass das schmecken. Ein Pfeilschwanzkrebs, okay, nice. Da blubbert's. Schön zu hören. Ist eine schöne Info. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, wir haben heute die Lina war heute noch da. Die hat auch irgendwie so 2000 plus Stunden drauf auf der Insel. Hat jetzt vor kurzem komplett resettet. Und quasi komplett nur Sternschnuppen.
Was machen die Sternschnuppen? Alter, was Zeug liegt, ne? Gleich schauen, Schaufel gerade da. Hui. Wir schon wieder am Saufen, Mr. Ludwig. Hallöchen, alles fit? Ich wollte plaudern. Für einen guten Muskelaufbau muss man gut drauf achten, was man so isst. Ein gesundes Leben bedeutet, sich gesund zu ernähren. Dann klappt es auch mit den Muckis. Also, man muss natürlich noch ein bisschen was dafür tun. Ciao. Du bist auf jeden Fall neu. Ja, bist du. Du auch. Liegt er da jetzt einfach mal drauf? Anscheinend okay. Lieber keine Ahnung, wer du bist. Vor kurzem kam so ein Brief von zu Hause. Beim Lesen ist mir dann die Bastelanleitung eingefallen. Und bevor ich sie wieder vergesse, teile ich es lieber mit anderen. Viel Glück und so. Frohes Schaffen, Katrin. Muschelhocker. Tritonshorn. Die haben wir. Haben wir die Kuruma-Garnele? Ich weiß gar nicht. Kuruma-Garnele. Nee, da nicht. Hier schaut's auch nicht danach aus. Nö. Müssen wir auch kurz wegpacken. Platzieren. Weg, weg, weg. Jawohl. So, Rest verkaufen. Außer die Perle, logischerweise. Will rein. Oh Gott, was ist denn da aus? Ich kann aktuell nichts hergeben. Ich bin komplett voll im Lager. Ich muss alles irgendwo aufstellen, man muss eigentlich auf keinen Platz. Weg, weg, weg. Nehme ich. Ich will mal kurz schauen, was er für die Perle zahlen würde. Mich interessiert es nur. Ich verkauf's dir nicht. Ich will es nur hören.
Okay, Kredit abzahlen. Bankautomat. Kreditzahlung. Bareinzahlung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hurra, damit ist mein Haus abbezahlt. Ich habe Leute einfach einen Manga zwischen Bett und Wand gefunden. Was? Ich habe heute einfach einen Manga zwischen Bett und Wand gefunden und 3 Stifte, wo ich auf der Suche nach meinem DS war. Das fühle ich. Im Bett Zeug lesen, ja. Rutscht oft mal was nach unten. Ein Muschelhocker. Was war es noch für ein Manga? Ich hoffe gut, oder? Langsam habe ich ein bisschen Zeug. Ne. Ah, ja, ui. Oh mein Gott. Ach ja. Wem's gefällt, gell? Kredit abbezahlt. Vielen Dank für die fristgerechte Rückzahlung. Als Belohnung erhältst du die heiß geliebten Nook-Meilen. Nook Inc. steht dir auch in Zukunft gerne beim Erfüllen deiner Träume zur Seite. Also Meilen läuft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Den meine ich, der Otter. Otter wie, Otter was? Wo treffe ich den? Ah, der muss... Das war, glaube ich, Killing Stalking. Kenne ich jetzt tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ah, neuen Kredit aufnehmen natürlich gleich. Hauserweiterung, logisch. Wäre blöd. Wenn wir schon abbezahlen. Hallo Emitz. Meinen herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Kredit vollständig abbezahlt. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet. Aber die Stimme so, ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber es ist dennoch ein Grund zu feiern. Und ich schätze, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, über die Zukunft nachzudenken. Ja, ja. Ich bin mir sicher, dass dein Zuhause sehr heimelig ist, aber wie wäre es denn, wenn es größer wäre? Hättest du gar auch größer bauen können. Oho, ich kann dir versichern, es geht in der Tat noch größer. Ein größeres Haus bedeutet mehr Platz für Möbel und zum Lagern. Lass dir das fürs erste Mal durch den Kopf gehen. Hau her. Wenn du mehr wissen möchtest, komm zu mir. Gib. Ah, Emitz, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung. Ich würde dir empfehlen, den Raum zu vergrößern. Ja. Für deinen Kredit über 198.000 Sterne ist er von einem neuen Interesse. Ja, gib her. Wunderbar, ich freue mich für dich. Ich werde sofort den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Oh, da fällt mir ein. Wenn du eine andere Farbe für dein Dach willst, wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Nee, schwarz passt. Wir haben 8 Farben im Angebot. Dann wähle eine Farbe für dein Dach. Schwarz. Doc Bibor, hallo. Ahoi, huhu. Gut. Selber? Wir haben gerade unser Kredit abbezahlt um 98.000 Sternis und haben einen neuen aufgemacht. Um 198.000 Sternis. Läuft. Da freut sich der Tom Nook. Ich fühle mich so pleite.
Brauchst du Blumen? Aktuell, vielen lieben Dank. Ich werde aktuell. Ich habe aktuell keinen Platz für irgendwas. Aber generell danke. Also, bin momentan noch am. Ich weiß momentan gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Bin noch ganz am Anfang. Also, alles cool. Danke dir. Ich habe hier Zeug rumliegen. Ich immer gern Blumen. Aktuell tatsächlich wirklich nicht. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Ich habe jetzt der Laden ist am Aufbauen. Die Eulen sind quasi später mal gerne. Also das Museum baut gerade auf. Ich muss das ganze Zeug noch abgeben. Haus wird gerade erweitert. Aktuell vieles da. Aber ich werde es noch öfter spielen und später gerne. Ein Drittel meiner Insel ist Blumen. Okay. Die sind außer Kontrolle. Also ich habe, meine Blumen, die ich habe, sind glaube ich Lilien, Veilchen. Und ich habe glaube ich da noch Chrysanthemen. Und irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wie viele Blumenarten gibt es. Schlimm ist, meine Insel ist aktuell nicht so wirklich. Gut, ihr seht es im Stream. Vorzeige. Also viele verschiedene Arten oder? Ich meine, viele verschiedene Farben weiß ich. Aber viele verschiedene Arten auch. Scheiße. Ah! Mist, das Lagerfeuer war am nächsten wäre ich weggekommen. Scheiße. Die stechen mich noch öfter, glaube ich. 8 Arten. Ah, okay. Gut, 4 haben wir jetzt. So wie das Wespennest aber haben. Wo liegt das? Da liegt's. Okay, nice. Also wenn ihr hier schauen wollt auf die Insel, gerne, das ist kein Problem. Dodokur ist gleich rausgerammt. Aber ich sage, aktuell sieht man bei mir noch nichts. Von dem her kein Thema. Ich sage vielleicht später mal, wenn man ein bisschen mehr hat zum Tauschen, ein bisschen mehr hat zum Schauen. Sehr gerne, aber ich habe aktuell immer nur die ersten 2 Standardbewohner. Ich muss es dann, glaube ich, erstmal ein bisschen vorspulen. Um einen Tag. Scheiße. Dass wir weitermachen können. Können wir noch was machen eigentlich heute? Also am heutigen Animal Crossing Tag, sage ich jetzt mal. Kredit wurde abbezahlt. Nächster wurde in Auftrag gegeben. Eugen baut sein Museum. Oh, Spinne. Oh, eine Spinne, 8 Beine und ich hab dich trotzdem erwischt. Dagibor, vielen lieben Dank. Dagbibor, Entschuldigung. Danke dir. Ich habe jetzt... Wir haben auch die ersten 3 Bewohner geholt, die quasi zu uns ziehen möchten. Also eigentlich... Tag. Alles klar, dann Tag.
Ach, den Vogel haben wir noch. Den machen wir noch kurz. Genau, stimmt, der Vogel liegt hier noch rum. Den haben wir noch. Ganz vergessen, an Gulliver. Der liegt da noch rum. Hallo. Keine Wasserwähler Salz. Na komm. Du warst schon mal da bei mir. Schnauchgeräusche und so weiter. Skrrk, skrrk. Ja, ich habe alle Schisszwieback abgeschleckt. Bäh. Nesty, vielen lieben Dank. Danke dir. Ganz viel Liebe, Liebe, Liebe aus der Panda Gang. Danke dir, Nesty. Dankeschön. Und ahoi alle miteinander. Servus. Was habt ihr gemacht? Auch Animal Crossing? Ich frage mal vorsichtig. Ahoi. Na komm, steh auf. Nein, du gehst über die blanke. Aha, lass mich in Ruhe mit deinen weißen Dings da. Moin, ahoi. Servus. Oh, Phasmo, sau cool. Und Animal Crossing natürlich auch. Passt. Thematisch nicht ganz zusammen, würde ich sagen. Wobei bei Animal Crossing auch ein paar Viecher ziemlich gruselig sind. Ja genau, wir haben auch dann noch Phasmo gespielt. Phasmo finde ich cool. Hallo Fremder, ist das dein Strand? Ich glaubte, aufgrund deiner hartnäckigen Versuche mich zu wecken. Du kennst mich doch. Ah. Nichts. Ich jedenfalls stecke doch immer in dieser Ja-Nein, vielleicht Romanze mit der launischen, lockenden See. Ich habe jetzt ab ins Bett seit 33 Stunden wach. 33 Stunden ist ein bisschen was. Wow. Okay. Vergiss. Kannst du das machen? Oh, Momento. Bisschen, ne? Also, ich bin verrückt, ich weiß ja. Also 33 Stunden. Ich hab's ähnlich zusammengebracht schon mal, aber da bist du schon ziemlich durch, da muss ich ganz ehrlich sagen. Da bist du schon gut durch. Also Schlaf auf jeden Fall gut. Also die Ansprecherteile wieder, okay. Helfen ihm noch. Ich muss halt warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Was soll ich machen, wenn ich nicht schlafen kann und am Frühdienst habe? Ja gut, ist schwierig. Das ist noch blöd, ja. Ich war damals selber schuld. Weggehen, durchgemacht, gearbeitet. Durchgemacht, ins Bett gefallen. Ich such's, das kommt. Oh, danke, du grüne Anemone des Meeres. Danke, dein Herz ist doch größer als dein Kopf. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Nur 5 Teile, das kennen wir irgendwo, ja? Oh, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Alles klar, Nesti. Guten Appetit. Und Saldario. Gute Nacht. Ja, nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich habe auch keine andere Wahl. Ganz vergessen. So, dann Schwertbrecherteile suchen. Wir brauchen Le Chauvel. Le Chauvel und umziehen müssen wir uns, merke ich gerade. Bitte einmal ablegen. Wo spuckt's denn? Da spuckt's. Uno.
Ich habe Sternschnuppen, sagst du, Sarah? Was macht das? Ich hatte wahrscheinlich Sternschnuppen, ne? Ich habe es vorher schon ein bisschen im Wasser gesehen, aber ich weiß nicht, was das macht. Oder was ich machen kann mit den Sternschnuppen. Und was macht das dann? Ah. Meins. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die kleinen Spuckerchen. Sammeln und für Tiere weiß basteln, wenn Euphenia dir welche gegeben hat. Und wie sammle ich die? Liegen die hängen einfach irgendwo rum oder muss ich da was machen? Wer ist Euphenia? Fragen über Fragen. Ich bin doch neu. Du fragst nach. Ja. Wünschen und nächsten Tag am Strand aufsammeln. Was ist, wie mache ich Wünschen? Ich habe keine Meldung gekriegt tatsächlich irgendwie. Yeah. Nichts in der Hand halten, Kamera hoch machen und A drücken. Okay, dann habe ich es versäumt. Das wusste ich nicht. Generell, dass es geht. Also nichts in der Hand halten. Kamera hoch. Also man müssen halt Sternschnuppen da sein, denke ich mal. Alles klar. Okay. Nächstes Mal dann. Nummer 3. Zack. Zwei brauchen wir noch. Und geben Sie mir 2 Fernsprecherteile. Das wäre sehr schön. Also eines. Und letzte. Eines noch. Ui. Jawohl, nice. Euphenia ist eine Eule, die dir Sterntier-Weiß und Stäbe gibt. Die kann man entweder am Strand finden oder auf... Ach, das sind den Umziehstab, den du zum Beispiel hattest. Denke ich mal, oder? Ah, okay. Glitzersandboden-Element. Nice. Eine Spuder. Jo. Dann zum Gulliver. Gulliver, Gulliver, wo sind sie denn? Gut. Ich wollte nur wegschaufeln. Ahoi, komm her. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jo. Jawohl, Captain. Bitteschön.
Oh, da sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, ihr Süßen. Wie sich freut. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie die Sardinen läuft das Ding jetzt. Hoi Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab? Hier sind meine Koordinaten. Gulliver, Ende. So, das sollte reichen. Du bist der Beste, vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeige mich irgendwann dafür kenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge, ich schicke dir was, das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ah, ich bin gerettet als nächstes. Stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Tschüss. So, was haben wir jetzt noch? Kriege ich das noch unter das? Ich hoffe doch. Ein kleines, klitzekleines, ein einzelnes Inventarplätzchen im Lager. Haben wir noch eins? Ein letztes? Nein! Geht das auch nicht, oder? Der stackt die nicht. Doch, der stackt die. Wieso haben wir 2 Perlen? Ich dachte, wir haben 3. Weiß ich nicht, habe ich eine versehentlich verkauft? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Eigentlich nicht. Wespennest kommt noch weg. Also, wie ihr seht, organisiert bis aufs Letzte nicht. Und ja. Aktuell steht hier leider viel zu viel Scheiß rum. Weil ich keinen Platz habe momentan. No place to be. Für meinen Stuff. Hat man Platz, okay. Verkaufen. Mir hat er irgendwas gesagt, von wegen, dass hier eine Nachricht ist. Moment mal. War doch auch was. Weil das ist 27. Feuerwerk demnächst. Im August finden. Achso, jeden Sonntag. Achso, okay. Ist ja quasi erst. Ja, das wäre heute. Alles klar. Never mind. Kaufen Sie mein Zeug. Ich will was verkaufen. Unbedingt. Nur die besten Waren. Wenn Vögel drauf sitzen, sind die neuen. Ah, okay. Wenn Vögel drauf kommen, sind neue Nachrichten. Ah, alles klar. Nehmen wir. Gib. Gibt es irgendwas zu kaufen, was interessant wäre eventuell? Banger. Ah nein, Bangautomat ist falsch. Bangefall. Das Böse ist immer und überall. Fußbodenspot. Nö, Outerhut. Nicht so wirklich. iPhone-Brille, Steamer-Shirt, Nacht-Shirt. Hosenrock. Die haben wir schon gekauft. Ich habe aktuell überhaupt keinen Platz für das coole Zeug. Leider. Pilztapete ist schon cool. Yoshi-Ei-Teppich. Wie in den... So, wir haben eigentlich
alles gemacht. Soweit würde ich sagen. Gulliver ist versorgt. Fossil war noch eins da, glaube ich, irgendwo. Moment. Ich kann ein bisschen Zeug einlagern. Ich wollte ein neues Haus bauen auf meiner Insel. Meinst du von mir jetzt aktuell? Das Problem hat sich, glaube ich, morgen erledigt. Also wenn wir jetzt quasi davor spulen mal. Weil das Haus größer ist und ich die ganzen Sachen an den Eugen abgebe. Oder meinst du willst Zeug bei mir bunkern? Das wäre mir egal. Aber ich sage, morgen, wenn das Museum offen hat, können wir das ganze Zeug abgeben, dann ist kein Problem mehr. Ich habe so viel Zeug drin im Lager mit Fischen und so Zeug, dass man das quasi aktuell ein bisschen über den Kopf gewachsen ist. Ein bisschen. Ein bisschen wenig. Ja, nein. Finde ich ja lieb, danke dir. Aber der Insel war doch eh relativ voll, oder? Also, voll gebaut, sag ich jetzt mal. Aber ich habe da ganze Inselplatz, wo ich das Zeug hinschmeißen kann, also das passt schon. Aktuell bin ich gerade eh noch nicht so weit, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie einen großen Drang, irgendwas schön zu bauen. Nein, okay. Ich zupfe dann mal das Unkraut weg, nicht, dass die das morgen verkaufen. Auf dem Platz, ja gut. Ich sage aber, das Platzproblem haben wir für uns jetzt dann morgen gelöst. Wenn das Museum steht. Und eventuell schon unser größeres Haus. Eventuell. Neuer Tag in Animal Crossing war um 5 Uhr, glaube ich. Habt ihr gesagt gehabt. Wenn ich mich nicht täusche. Musst du die einsammeln? Genau 5 Uhr, alles klar. Dann müsste Tom Nook auch morgen Bescheid sagen, dass er irgendwas braucht, zwecks den Inselbewohnern, die kommen wollen. Denke ich mal, oder? Also morgen müsste dann eigentlich echt... Ich schau mal, Moment. Ich hol mal die Fossilien, die noch rumliegen. Orangen nehmen wir auch noch mit. Einfach weil... Maybe meinst du, okay. Also ich werde jetzt keine 2 Tage vorspulen. Maximal einen oder maximal am nächsten Tag, sage ich jetzt mal. Orangen. Sitzt da oben ein Schmetterling. Kommt da drauf, schade. Ich sammle das bloß nebenbei ein bisschen so Unkraut schon ein. Nur so ein bisschen rumzuppeln. Wenn da so viel da ist. Oh, Geschenk. Da müssen wir warten, glaube ich, wenn wir drüben sind. Ja, ja, müssen wir warten. Einmal Schleuder. Yeah. Okay. Was kriegen wir denn?
Heute Cheat Meets wieder. Ich habe gestern vorgespult um 5 Stunden und dann wieder zurückgespult. Da. 22:28 Uhr, Freitag, 27. August. Und genau das würde ich heute auch machen. Einfach kurz auf 5 Uhr vorspulen und am nächsten Tag sind quasi. Außerdem ist kein Cheaten, wenn es geht. Nee, also vorspulen würde ich jetzt wirklich nicht als Cheaten bezeichnen. Also wirklich nicht. Zumal ich es dann wieder zurückstelle dann. Morgen quasi. Ich jetzt auch nie 2 oder 3 Tage überspringen würde. Da wollte ich hin. Cheat Meets. Ach man. Triggert er trotzdem Event X. Ja, das schon, das sogar. Aber das quasi morgen genauso getriggert werden würde, wenn ich quasi hergehe und ich überspringe halt einfach 5 Stunden, die ich später wieder zurückstelle. Weißt du, ich mein? Wir wollen es ja triggern, wir wollen ja quasi das Haus fertig ist, wir quasi jetzt weitermachen können, jetzt gerade im Moment. Und das geht's ja. Die blöden Mücken. Richtig, ich habe nächstes Jahr wieder Geburtstag, deswegen verleg's. War nicht auf morgen. Ja, es geht um 5 Stunden, Mighty, um 5. Okay, aktuell um 6 Stunden wahrscheinlich. Das muss man jetzt aufhören. Das andere. Ja, die Alternative. Aufhören mag ich aber nicht. Also. Bleib bei Chibitza, alles klar. Die Namen aufstreichen. Okay. So, ich verkaufe mal noch kurz. Da ist ja wieder Tom Nook mit dem Ja. Würde ich jetzt auch gerne mal. Kaufe meinen Scheiß. 1 und 2 und 3 und die bitte auch noch. Glaube ich. Nehme ich. So. Emitz, hallo. Lass das sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Eigentlich müsste alles passen. Wir haben nichts mehr offen, glaube ich, oder? Ich dachte nicht. Ich muss dir dafür danken, dass du dir das Material für den Laden gesammelt hast. Wahrscheinlich kannst du mehr Tipps zum Inselleben geben, als ich dir. Du mir mehr geben. Okay, alles klar. Ciao. Ciao. Gute, dann. Nehmen wir die Nummer. Jo, Gänseblümchen. Ewig nicht gesehen, Bossi. Lass uns quatschen. Ist ein Sprungstab, hast du etwa vor, dich mit dem Ding auf die Nachbarinsel zu katapultieren? Weiß nicht, ob du dafür genug Rums aufbringen kannst. Cool wäre das aber schon. Okay. Wir sind, glaube ich, soweit. Würde ich sagen, dann... Hui.
keiner hat was gesehen. Wir schlafen jetzt alle und morgen geht's weiter. Speichervorgang abgeschlossen. Bis bald. Clip, ja, alles klar. Es ist mir wurscht. Ah Gott. Jetzt triggerst du aber richtig viel, warte noch. Oh, es ist Tag. Was ist jetzt das? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein kann. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Samstag, der 28. August 2021. 5:34 Uhr. Genauso spät ist es nämlich jetzt gerade. Die Neuigkeiten heute. Tada! Lizien hat ab heute ein eigenes Museum. Oh ja, ein wirklich großartiges Museum mit Ausstellungsräumen für Insekten, Fische und Fossilien. Euer der Kurator des Museums steht allzeit für die Annahme von Spenden zur Verfügung. Er labert mich jetzt wieder stundenlang zu. Auch Fossilien untersucht er zu jeder Zeit und der Eintritt ins Museum ist obendrein gratis. Weiter im Text. Die Wertmitarbeiter Nepp und Lepp haben heute ihren neuen Laden eröffnet. Er ist zwar klein, aber das Sortiment wechselt täglich und enthält allerlei Nützliches für das Inselleben. Es ist von 8 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, also ist es jetzt noch etwas zu früh, aber schaut doch später mal rein. Das ist ja eine gute Überleitung, wenn geschlossen ist, könnt ihr trotzdem die Verkaufskiste nutzen. Legt hinein, was ihr verkaufen wollt und der Erlös wird euch auf euer Konto überwiesen. Ah, eine Sache noch. Ach stimmt, das geht auch. Um die Eröffnung des neuen Ladens Gebühren zu feiern, haben wir uns etwas ganz Tolles überlegt. Ab sofort bietet Nook Shopping eine neue Funktion, den Katalog. Nach diesem können sich Kunden sämtliche Items, die sie jemals erworben haben, anzeigen lassen. So lassen sie beim Browse schnell und einfach weitere Exemplare bestellen. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen im Nooks Laden, der erneut offen hat. Übrigens, wenn es so wie jetzt große Neuigkeiten zu den Einrichtungen auf der Insel gibt, dann halten wir eine besondere Zeremonie ab. Je mehr mitmachen, desto besser. Kommt einfach ins Service Center, wenn ihr Interesse habt. Wie geht denn an sowas? Natürlich passiert das, während ich auf Sendung bin. Ah, aha. Einen Augenblick bitte. Jetzt kommen die Bewohner. Jetzt sind wir am Ende der Durchsage angelangt. Ah, tut mir leid, aber ich musste kurz noch. Ich bringe mal mit einer Übersicht unserer Leistungen. 3 müssten kommen eigentlich, ich bin gespannt. Vor allem wann die kommen. Wahrscheinlich morgen, denke ich dann mal. Heute vermute ich nicht. So. Jorna. Jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen, genau wie damals zu Omis-Zeiten. Herzlichen Glückwunsch zur Feier der Vergrößerung deines Hauses. Haben wir ein Geschenk für dich. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliche Elektrogeräte? In die Tasche. Book Shopping. Ah, das Safari-Ding ist da, okay. Gulliver hat uns geschrieben. Ich wollte mich bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast, aber ich hatte deine Nummer gar nicht. Deshalb hier per Post wie antiquiert. Viel Spaß damit und nochmal danke von Gulliver, dem Verschollenen. In die Tasche. Auspacken. Wir haben Wushamao, was immer das ist. Der koreanische Priesterhut. Oder Hochzeitshut. Bügelset, ja mega nice, okay.
mal Stuff abgeben. Ein bisschen mehr Platz ist. Okay. Aufwachen! So, und hupsala. Und an die Wand und ins Eck. Ich weiß, es geht anders auch, aber... Gut, dann du. 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 Und ins Lager. Dann Fossilien wollen wir mitnehmen, auf jeden Fall. Wo sind die denn? Du und du und du und du und du und du und du. Er ist gleich ein Haufen Zeug, ne? Tasche ist voll, alles klar. Dann gehen wir mal kurz ab. Wir haben einen stylischen Hut. So, wir haben noch Zeug rum. Ui gehen. Ahoi. Ihr pennt. Pardon, ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schone ich tagsüber schone ich meine scharfen Äuglein, oh mein Gott. Aber sagen Sie doch mal, Imitz, wenn das mal keine Freude ist. Nach langem Warten wird das Museum von Luzern heute endlich seine Pforten. Eine Vermählung von Know-how, Werkskunst und klassischem Inselleben, Improvisationstalent. Freilich hat Luzern sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefstem Herzen in höchsten Tönen ein himmelhoch jauchzendes Danke. Werfen Sie gleich mal einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sehen, befinden sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts sowie in Richtung Keller. Eine jeder führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisher gestifteten Stücke zu sehen sind. Steht das Deutsch? Ach ja, ich hätte im Übrigen noch Neuigkeiten für Sie. Das Stiftungsverfahren wurde vereinfacht. So können Sie ab sofort mehrere Spenden auf einmal annehmen. Wenn Sie hingegen meine Einschätzung zu einem Fossil oder Fisch möchten, oder einem Insekt, dann sagen Sie einfach, ohne zu zögern, ich hätte was. Wir sollten müssen Sie unsere Sammlung ansehen, deren Grundstein Sie gelegt haben. Ich gebe das mal das ganze Zeug. Meerestiere in den Gewässern, ernsthaft? Die Eule labert zu viel. Jetzt. Ich will etwas stiften.
Das andere 2 Gulden aktuell gar nicht. Okay, passt, perfekt. Meerestier gefunden. Bin aufgeregt. Alles. Nein, Gott. Ich wollte mehr. Das ist doch eine Seebocke. Meerestiere sind wirklich außerordentliche Geschöpfe, nicht wahr? Sagen Sie, wären Sie vielleicht bereit, diese fantastischen Hunde meine Obhut zu übergeben? Nimm das Ding. Wie wundervoll seien Sie versichert, ich werde mich gut um diese großartige Spende kümmern. Ich könnte Ihnen auch vielleicht ersparen, sollen Sie der Seebocke? Nee, leider lieber nicht. Aktuell gerade. Anders mal ist gut, anders mal, ja. Ein anderes Mal. Deswegen habe ich das einzeln gegeben, weil ich wollte, dass du mir das Tier annimmst. Genau. Ich will etwas stiften. Das und das. Nehme Sie die Dinger. Fossilien hätte ich gern. Und zwar alle. Bitteschön. Und nicht nur einen von, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Recht glücksvoll. Nicht eine dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Sind ja nicht nur eine Spürnase, sie sind ein richtiger Entdecker. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Kulturelle Entwicklung von Vicenza voranzutreiben ist ein löbliches Bestreben. Geben die kostbaren Stücke wieder, aber denken Sie immer an die goldenen Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eulen glücklich. Ich will etwas stiften. Brachiosaurus Thorax, Archelon Hinterteil, Eusthenopteron, Ankylosaurus Torso, okay. Plesiosaurus Schwanz, Pachysaurus Hinterteil und Deinonychus Schwanz. Kriegst du alles? Nehmen Sie, nehmen Sie. Mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Welche Freude, eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Du kriegst gerne noch viel mehr Zeug. Passt schon. Ich habe die Noob-Meilen gleich an. Das sollte ich wahrscheinlich gleich abrufen, ne? Weil es irgendwie... Ja genau, zwecks den Dailies, sag ich jetzt mal. Wieder neu kriegen. Sonst noch irgendwas? Ja. Fossilienforschung. Ja, Simi passt. Also ich bin ab Simi auf jeden Fall. Ja, ab Simi passt auf jeden Fall. Katalogstöberer. Passt bei der anderen auch? Ich hoffe doch. Okay, oder die werden nicht gefragt. Keine Ahnung. Also sie mir geht klar, auf jeden Fall. Meiner Seite. Muss morgen noch Stühle hochtragen. Und dann passt alles. So, was haben wir jetzt hier noch alles?
Dich haben wir noch. Dich haben wir noch. Da haben wir noch was. Heuschrecke, Stinkwanze, Schwalbenschwanz und Himmelsfalter. Da sind wir jetzt, glaube ich, soweit durch. Ne? Da haben wir nichts mehr, da haben wir auch nichts mehr. Die Angel habe ich noch dabei, Wackelangel. Kann ich auch wieder mitnehmen. Sortieren. Müsste eigentlich jetzt passen, würde ich sagen, oder? Den Hut wollen wir kurz weg. Ah, mein Gott. Ich bin so blöd, ne? Ablegen. Ins Lager. Ja, müsste passen. So. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir nichts mehr rumliegen, gell? Nee. Okay, aber alles passt. Perfekt, so und so ist besser aufgeräumt. Den haben wir noch. Einmal Schaufel. Nehme ich. So, Rest abgeben. Gott sei Dank geht es, dass man wirklich mehrere Stücke gleichzeitig abgeben kann. Das ist ja so krampfig geworden. Ich mag das gerne, ist kein Problem, aber 800 Dinge abgeben, das ist irgendwann krampfig. Musealen Fragen zur Seite. Ich will etwas stiften. Alles, was ich dabei habe. Und das hat er schon, okay. Passt schon. Was haben wir jetzt hier alles? Hier oben ist noch nichts, okay. Insekten. Da ist das Video, okay. Was? Wir bitten untertänigst um Stiftung von Exponaten, Museum von Mizien. Das ist Schmetterling, okay. Da ist schon einiges dran. Kein Verfeiten gerade. Wow, das ist ja gar nicht geil. Ich will ein Haus in der Größe haben. Voll nice. Also riesig. Es ist alles nur Insekten. Oh mein Gott. Das ist ja gar nicht groß, ne?
Hier sind Mücken drin. Mücke, 27. August 2021, Stifte von Meet A-Meet. Wow. Wow. Museum ist echt groß. Spuder. Spuder in my face. Alter, also das ist schon... Das war jetzt nur die Insektenabteilung, ne? Fischis. Ein bisschen was schwimmt schon rum drin, okay. Ein bisschen was haben wir doch schon abgegeben. Wow, was ist... Größtes Zeug anscheinend. Hier haben wir schon ein bisschen was. Gott. Wie groß ist denn das Ding? Wo? War denn das Platz? Flachhaus in der Größe. Klatscht der gerade? Der klatscht uns bestimmt gerade. Alter! Untergrab halt gleich die ganze Insel. Was ist denn da los? Ernsthaft? Der hätte einfach nur eine Fensterscheibe reinmachen müssen und hätte alle Exponate gesehen, wahrscheinlich von hier aus, wenn er rausschaut. Heißt, unser kleines Haus zum Erweitern kostet 198.000 Sternis. Museum war kostenlos. Warum wohl? Wir haben das mitzahlt. Obwohl wir alles spenden. Ja. Ist das riesig. Das war noch nicht mal der Keller, ne? Hier sind die Fossilien, okay. Ah, haben wir schon eins. Zwei. Gut, hier fehlen natürlich noch viele, sehr, sehr viele, ist ja klar. Aber immerhin, ein bisschen was haben wir schon. Bisschen was. Nicht schon einer komplett anscheinend. Die Metrodon. Mit einem Einschlag. Kann man es anschalten? Nee, leider nicht. Schade.
Ich denke mal, da kommen wir dazu, oder? Da ist die Spuder. Glitzersandboden, okay. Bin gerade leicht geflasht von der Größe von dem Ding. Der Eingangsbereich würde als Ding reichen, als Haus. Vollkommen. Ich weiß, das Haus wird auch später größer, aber ja. Ist auf jeden Fall einiges, muss ich sagen. Wirklich. So, okay. Das Museum steht, Zeug ist abgegeben. Laden haben wir nicht auf, ist aber auch egal. Schauen wir mal zum Flug. Schaufeln wir mal rein. Wieso? Jetzt. Oh, hallo Imitz. Dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Da gäbe noch eins. Die Rechnung natürlich. Die Kosten für den Umbau, das macht 198.000 Sterne. Naja, bitte für Rückzahlungen wie zuvor über den Bankautomaten des Nook-Portals durch. Immerhin so gute Geschäfte zu machen. Ja. Wie schaut's denn mit dem Rest aus? Eine voll möblierte... Okay. Aber noch nicht so voll. Aber ist das selbst drin? Ich sehe nur schnell den Vertrag auf. Dann können... Das könnte das dauern, wäre das... Ja, ach das... Danke. Dann melden wir uns, sobald das Dokument fertig ist. Dankeschön. Danke für deine Geduld. Du hast das Gespräch am Telefon gerade mitgehört, hm? Ja, voll möbliert. Genau, voll möbliert am Arsch. Wir mussten das Zoll kennen. Ich mache schon länger Reklame für das für Mizien-Paket und deswegen haben sich ganz unverhofft 3 Interessenten auf einmal gemeldet. Ist das toll? Ja, ich kann nicht klagen. Das Geschäft läuft gut, haha. Bei einem Manko hat die Sache. Das bringt mich gerade um den wohlverdienten Schlaf. Meine 3 Interessenten sind nicht besonders angetan von der Idee, in Campingzelten zu nächtigen. Bei meiner ehrlich empfundenen Fürsorglichkeit habe ich ihnen voll möblierte Häuser versprochen. Auf einmal. Mit allem drum und dran. Und pipapo. Wie soll ich die nur herschaffen? Ich kann sie mir ja noch schlecht aus dem Pelz hervorschütteln. Aber weißt du, Emitz? Es kann kein Zufall sein, dass es dich heute zu mir verschlägt. Das ist ein Wink des Schicksals mit dem Zaunpfahl der Insolvenz. Wenn du mir folgen kannst. Ich wage ja gar nicht zu fragen, aber könntest du vielleicht einspringen und mir helfen? Selbstverständlich werde ich mich auch erkenntlich zeigen und dir helfen und so. Du hilfst mir aus der Patsche und baust dir die 3 kleinen Häuslein für mich. Mach ich glatt. Danke. Ich bin dir auf alle Ewigkeit ergeben. Achso, am besten gebe ich dir vorher ein paar ultra geheime Infos, die dir helfen werden. Sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Unser Erkennungsspruch lautet, was soll ich tun? Kapiert prächtig, ach, ich fühle mich gerade wie in einem Agentenfilm. Was soll ich tun? Einweihung kann man noch feiern. Bereit mit anzupacken. Also ich habe mir so überlegt.
Als erstes sollten wir irgendwo eine Brücke über den Fluss bauen. Bei 3 neuen Häusern wird uns sonst noch der gut zugängliche Platz knapp für lauter Gebäude. Eine Brücke bietet nicht nur Raum zum Ausweichen, sondern auch tolle neue Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, ja. Daher wollte ich dich talentierten Bastelmeister bitten, alle Teile für den Brückenbau zu besorgen. Dafür darfst du dann auch selbst bestimmen, wo unsere schmucke Verkehrslösung gebaut werden soll. Fertig, soeben habe ich dir eine Anleitung für eine Brückenbaukit auf Snookphone geschickt. Ein Brückenbaukit? Sobald das Brückenbaukit komplett ist, such dir ein schönes Plätzchen dafür aus und sag mir Bescheid, ja. Wenn dir die Sache irgendwelche Probleme machen sollte, dann komm einfach zu mir und ich berate dich. Viel Erfolg. Eigentlich voll blöd. Wir haben uns die ganze Zeit das Zeug verkaufen können, die ganze Zeit. Und jetzt dann immer. Brückenbaukit, was brauchen wir denn? Baumstammpfahl-Set, 4 Stück. 4 Steine und 4 Lehm. Lehmsteine haben wir, Holz haben wir auch. Ich nehme mal das ganze Holz mit. Also ein solcher. Lehm brauchen wir. Steine haben die 4 gereicht, glaube ich. Ich nehme mal alle mit. Und Weichholz brauchen wir. Und Äste, glaube ich, noch, oder? Etwas herstellen wäre cool. Und zwar erstmal 4-mal das komische Dingsbums da. Wo haben wir es denn? Stammpfahl-Set herstellen. Einmal. Zweimal. Krachbohmwerkel macht er 3-mal. Und ein 4. Mal. Ja, nice. And now. Brückenbau geht. Passt. So, wo machen wir hin die Brücke? Gibt noch mehr? Möbelmacher. Frage ist es nur, wo machen wir die Brücke hin? Den Laden haben wir oben schon hingebaut. Was das sein? Was liegt an? Sag ich bin ganz ohr. Was soll ich tun? Nee. Wo machen wir die hin? Brücke, Moment, ich gehe mal kurz ins Menü rein. Ich glaube, da ist die Karte. Wir haben jetzt links unten angefangen, dass wir die Häuser hinbauen von den Dingern. Ich würde aber trotzdem gerne links unten reinsiedeln irgendwo, oder?
Dann machen wir die Häuschen neben das Museum hin, einfach so ganz hoch. Dann machen wir die Brücke zum Laden hoch. Können wir direkt über unserem Haus machen, also wo es gerade geht, das Stück. Wäre eine Option. Mein quasi hier. Hier kann man es hoch tun. Oder hier so. Geht das schief? Ja. Hier ist gut. Auf zu neuen Ufern. Die Brücke ist platziert. Hallo. Emit, hallo. Also, was ich mal fragen darf, hast du denn schon ein Plätzchen für den Brückenbaukit gefunden? Na logisch. Vorzüglich, vortrefflich. Ich danke dir, ja. Dann haben wir morgen eine funkelnagelneue Brücke, die allen hier das Leben noch leichter macht. Und wir können uns gleich aufs nächste Projekt konzentrieren. Nämlich neue Häuser. Frag einfach, was soll ich tun? Jetzt gleich oder wenn die Brücke fertig ist, dann geht's weiter. Aber gleich. Was soll ich tun? Falls es um die Brücke geht oder ist das morgen fertig oder wolltest du schon mit den Häusern anfangen? Ich lasse wieder 3 Hausbaukits überantworten. Mit dem Hausbaukit, die ich dir gegeben habe, müsstest du nur 3 Plätze für neue Häuser markieren. Ich müsste jede Wohnstätte dann auch nun ja wohnlich gemacht werden, Möbel und dergleichen. Da liegt dir dem Hausbaukit eine Liste mit nötigen Einrichtungen bei, nicht verlieren, ja. Sämtliche Stücke lassen sich ganz einfach selbst basteln, die Anleitung, so schicke ich dir. Kriegen wir neues Zeug, das ist cool. Hello again, haha, hi. Wieder da. Ich habe vorgespult, zwischenzeitlich. Museum steht, wir haben die Museumteile abgegeben. Wir haben die Insel gerade platziert. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben die Insel platziert, wir haben wir haben die Brücke platziert, wir haben... Also wir haben wieder ganz grob, wir haben wieder so um ungefähr 6 Stunden vorgespult, wie gestern auch. Vielleicht bin ich die Cheater Meats oder Cheat Meats, genau. Ja, ich sage, ich sehe es ja nicht wirklich schlimm. Es ist ja wirklich nur ein paar Stunden vorspulen. Da haben wir jetzt einiges machen können, das passt schon. Und genau, Brücke haben wir jetzt hier oben. Ich weiß nicht, ob ich es so lasse, aber ich denke, aktuell schon gut, das müssen wir Häuser platzieren. Ich habe mir gedacht, ich bleibe wirklich hier bei den Dingern. Ach, die haben ja jetzt schon Hütten. Penny gerade kommt wieder, wenn ich wach bin. Tanke gerade neue Energie, bitte nicht wecken, Ludwig. Ach, die haben wir jetzt schon Häuser. Ich muss jetzt für die anderen was hinbauen, ja, genau richtig. Das sind Häuser, ja, die sehr viel Platz brauchen, merke ich gerade. Mal überlegen, wie machen wir es denn? Wie machen wir es denn?
Will ich es da haben? Ich mach die drüber. Ich mach's drüber. Morgen ist die Brücke da, ja. Ich muss es viel bauen. Mal sehen. Muss passen. Für die Fatima. Hallo, bist du's, Emis? Ja, ja, hier ist Tom Nook. Was macht der Grundstückssuche? Läuft super soweit. Vorzüglich, dann läuft alles wie am Schnürchen. Wirf mal einen Blick auf die Box, die vor dem Grundstück steht. Du siehst, was gebraucht wird. Sachen, die später ins Haus stehen, gehören in die Box. Den Rest stellst du einfach ins Freie aufs Grundstück. Da kommt jetzt jeden Tag einer. Ach, jeden Tag? Ich habe schon 3. Muss ich spielen, dass die kommen? Angenommen, ich spiele jetzt zum Beispiel Sonntag oder Montag nicht und schalte dann Dienstag wieder ein, sind wir dann alle 3 da? Okay. Mach das kleine nebenan. Genug Boni, ja, es kann sein. Ich weiß noch nicht. Es kann sein, dass ich irgendwann mal ein oder andere Tag nicht online bin. Hilft aber leider nichts. Glanz aus Blumen. Wenn man die Klippen auf der Insel hochgeht, dann findet man welche. Gerne Tipp des Hauses. Ich hab dir eine Bastelanleitung für eine Leiter geschickt. Kannst du schlecht die Wände hochlaufen was? Ah, jetzt. Gut, dann mach dich mal ans Werk. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ja. Okay, und... Bin ich jetzt erschrocken. Habe ich jetzt schief platziert, die Häuser? Oh mein Gott, ernsthaft. Was ist Ablauf? Ach so. Ach Gott. Es war doch direkt nebeneinander. Das hat doch perfekt passt. Ich könnte Gott sein. Nein. Das ist sowieso besser Brückentag und Brückenzeit. Dann machen wir es mal. Wenn wissen würde, wie die Dinge aussehen, wie groß die sind. Hier richten. Eins höher noch, ne? Ja, okay, das passt. Okay. Sollen wir stehen, da bleibt das alles.
Einmal Desync. Auspacken. Heizung haben wir gekriegt, nice. Also mein läuft aktuell. Ariel, möchtest du jetzt wieder so Meilen-Tickets haben? Ich frage nochmal. Bargrund meinst Bar. Ja, also wie du welche zurückhaben möchtest, meine ich, ob du welche brauchst. Items für drinnen. Nee, ne Quatsch. Ah, okay. Orange Wandtuch, orange Tischchen, Topf. Nein, nein, nein. Okay, orange Tischchen, orange Wandtuch, orange Topf. Können wir gleich machen? Ja, gerne. Können wir gerne machen. Jetzt das herstellen. Blumenkranz, wir brauchen die Blümchen, okay. Ein Topf Lehm herstellen, jawohl. Weitermachen. Dann war das nächste war orange irgendwas. Orange Tischchen. 10 Orangen, okay. Wir brauchen 20 Orangen, ernsthaft? Wir brauchen wirklich mal Orangen. Jo. Das herstellen wir cool. Ja, bitte. Und ein Tischchen. Ein Tischchen. Stab. Leiter können wir uns gerne bauen. Moment, machen wir gleich noch Leiter. Mit der Leiter kommt man weiter. Leiter ist, denke ich mal, Werkzeug. Ja. Bitteschön. Guti. Hier haben wir mal ein paar Blumen. Hier haben wir Nadelbäume, okay, alles klar. Ein Fossil. Ein Fossil, was macht man, was man so alles ausgraben kann. Kann ich da wieder runter? Okay, schade.
Alles leer gezuppelt. Und noch ein Fossil. Nice. Einmal hoch, okay. Da habe ich jetzt Zeit. Optimal. Da sehe ich aber schon fertig. Wie viele Orangen magst du? Wenn ich vorbeischaue. Das ist glaube ich so 12. Grob. Hallo Eugen. Also eine reicht dir. Ja, dann kriegst du 10 zumindest. Fossilien. Okay. Kriegst du. Was haben wir denn alles Schönes? Ich will etwas stiften. Megacerops-Schwanz, Plesiosaurus Torso und Stegosaurus Torso. Ah, nice. Jawohl, jawohl. Ah, Mist. Das wird gleich grantig. So, da haben wir auch noch Oranges. Die spiegelverkehrte Schrift macht dich fertig. Ich kann mich auf die andere Seite nicht setzen, weil da die Karte steht. Geht ja leider nicht. Das packst du schon. Ich habe da großes Vertrauen in dich, kennt sie. Bin mir ziemlich sicher. Du gewöhnst dich irgendwann dran. Items hier drinnen. Abgeben. Items da draußen. Strohbett, Schwingschakel und ein Fass. Okay.
immer noch. Ah, jetzt sind ja viele Orangen, alles klar, okay, passt optimal. Ich hab vorhin schon Angst, ich hab keine mehr. Okay, mach ich. Aber ich schaue so auf die Kamera quasi zu. Oder so. Schaue quasi vom Bild weg. Quasi. Weißt du, was ich meine? Haut schon seinen Zweck so. Wie hast du das Spiel gerne hast? Das geht leider nicht raus. Also ich kann mich quasi links in die Ecke setzen oder rechts, sag jetzt mal. Muss ich irgendwie zum Spiel hinschauen, würde ich sagen. Und ja, ist halt so, mein Gott. Werde aber jetzt sicher keine anderen T-Shirts anziehen, nur weil ich es im Stream dann verkehrt rum anhab. Mein Gott. Die meisten, glaube ich, ist da ziemlich wurscht, oder es fällt gar nicht auf. Ich weiß, ich hab's richtig dran. Aber ich stör's trotzdem, sagst du. Doch, mach mich fertig. Wollten wir schon Leben nehmen. Doch, mach mich fertig. Wollten wir schon Leben nehmen. Es wäre noch 22 Uhr, was heißt das? Wenn die volle kein Sinn ist, kommt zum Einsatz. Oh, Moni. Ach Gott. Ich glaube, es heißt eher, dass die volle kein Sinn ist, zum Einsatz kommt, so wie es ausschaut. Ah. Auch ins Lager. Euch kann ich verkaufen. Ich komme gleich. Also, Scarlett, kleinen Moment noch. Ich bin gerade am kurz schauen, dass ich den Granzen herstellen und das Zeug, dass ich ein bisschen was habe jetzt. Komme ich gleich. Etwas herstellen. Wo ist der Kranz? Kein Stress, alles klar. Da ist er. Ja. Wen brauchte ich denn? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das wollen wir. Endlager. Endlager und die da auch. Wie viele Fossilien findet man eigentlich am Tag? Doch einiges, so wie es ausschaut. Wollte den dann Nuke den Kranz? Oder wer? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe nicht aufgepasst vorhin.
Schon, ne? Ihr grinst. Ah, Emix, hallo, hallo. Was soll sein, was liegt an? Der hat den Geldbaumspross rausgenommen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Kann ich sehen. Ich würde mal gleich uns meinen. Hier ist cool. So. Wer wollte den Kranz? Der wollte den Veilchentürkranz, alles klar. Ach, kurz zum Eugen nochmal. Unser Zeug abgeben. Dass wir hier die ganze Zeit finden. Ist das linke Haus eigentlich absichtlich eins weiter unten als das andere? Triggert mich nämlich gewaltig. Mich auch wie die Hölle. Ich weiß nicht, warum das hat. Ich habe es hin platziert, hat von der Linie her perfekt passt. Wahrscheinlich hat das Haus eine andere Form oder ich hab irgendwie nicht gescheit hingeschaut. Ich habe keine Ahnung. Mich triggert es auch wie Sau, aber ich kann es aktuell leider nicht verschieben. Ich muss die später alle umziehen lassen, glaube ich. Aber verstehe ich voll, ja. Ich will etwas stiften. Einen Filzstift. Was ist denn das Ding? Ach, den haben wir schon, okay. Jetzt wird es schon heugler. Spulalarm. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Okay, hier auf. Ich sage also, das wären wir jetzt nicht so weit. Ist aber nur der nächste Tag. Und ich muss mich schon cheaten, wie es heißen lassen, also von dem her. Das ist aber echt kotzig, aber mich triggert das auch wie Sau. Das ist nervig. Aber gar nicht so leicht zu platzieren. Rostbauteil. Wollt Bauklötzchen zum der braucht? Häuserbahn, richtig. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Ich schau gleich bei der Ariel vorbei. Obwohl, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht, oder? Ich schau jetzt mal. KZ.
Strohbett wollten wir noch einmal. Da haben wir Unkraut. Holzbett bräuchten wir noch. Das ist kein Holzbett. Holzbett damals, genau. Nicht genug Material. What? Okay. Und Holztischchen brauchen wir noch, genau. Das können wir herstellen, jawohl. Genug fürs Erste. Mal noch kurz ein bisschen Material rausnehmen aus dem Lager. Ein bisschen was haben wir, ja. In die Tasche, in die Tasche, in die Tasche, in die Tasche. Unkraut braucht man. Hier ist noch Stein und Weichholz. Das kann nicht lagern. Und das kann nicht lagern. Ah, okay, ich sehe gerade. Und das. Und das auch wieder. Parkrezept, Heizung kann auch nicht lagern. Und Holztischchen, okay. Ich müsste den Ding mal innen ausbauen, den komischen Baumstamm mal innen drin aufstellen, glaube ich. So, wir brauchen ein Holzbett. Und ein Strohbett. Und eine Schaukel war es noch. Schaukel, 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 Schaukel. Bauklotztisch war es noch. Dann nochmal Bauklotztisch, glaube ich. Moment, Bauklotz, wo war es denn? Da ist die Schaukel. Schwingschaukel, genau. Ja. Und Parkplatz Z war dabei. Nochmal, das haben wir gerade verwerkelt. Und der Keramikkrug. War auf jeden Fall noch dabei. Ja. Ich glaube, wir haben das meiste. Items für drinnen. Bauplatzanlage und Bauplatztisch. Na okay, die Anlage brauchen wir noch. Okay. Dann war es hier der Keramikkrug. Der Keramik. Items für drinnen. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Abgeben. Keramikkrug und Holzbett. Ich habe Holztischchen gemacht, okay. Brauche ich vielleicht auch noch. Hier war die komische Schwingschaukel, glaube ich.
platzieren. Und das Strohbett war auch hier, glaube ich. Fass brauchen wir noch. Ein Fass brauchen wir noch, okay. Hier brauchen wir die Bauklotz-Anlage noch. Holzstuhl. Mal schauen, ob man es merken kann. Genau, Bauklötze passt nicht. Wir brauchen Eisennetz, okay. Holen wir uns gleich. Brauchen wir für das Zeug auch, oder? Ja gut, okay, wir brauchen Eisennetz. Eisenerze haben wir da. Bei uns regnet schon wieder. Schon wieder einmal. Ich denke, wir werden dann dermaßen die Materialien ausgehen. Also, die Bauglasanlage als allererst. Ja. Weitermachen. Dann war's. Der Holzstuhl. Alle Inseln leer sammeln, ja. Gut, wir machen das nach 4 oder 5. Wir haben einen Großteil mitgenommen davon. Dann das Holzfass war noch fürs Erste. Und die Funktionalgartendinger. Funktionalgartentisch hat man noch. Die Vogeltränke war interessant, genau, Stein. Dann der Tisch, wo ist der Tisch? Den haben wir noch, jawohl, können wir auch noch leisten, perfekt. Der Rest war das andere Zeug mit dem Baumstamm. Baumstammbank. Und Baumstammtisch. Da. Und Holzeimer. Einer braucht. Holzeimer ist da, perfekt. Schauen wir kurz hin wieder. So, am ersten Grundstück hat es fast noch gefehlt. Platzieren. Items für drin, haben wir jetzt die Anlage genau abgeben. Jawohl. Da draußen war das Funktionaltisch-Set-Zeug, glaube ich. Und die Vogeltränke. Genau, okay.
du. Und du. Und du. Und hier war... auf jeden Fall... Baumstammbank. Und der Tisch. Und der Eimer. Hammer. Und für drinnen. Holzstuhl fehlt noch. Abgeben. Haben wir auch dabei. Passt, da haben wir sogar bloß, hat sogar noch gereicht, perfekt. Müssen wir das sammeln als nächstes. Also viel haben wir nicht mehr. Ins Lager. Also Holz zumindest, aber Holz ist eigentlich das wenigste Problem. Ins Lager. Ins Lager. Holztischchen haben wir zu viel gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Und Tom nur kurz reden. Hi Metz, hallo, hallo. Wie läuft es unserem letzten Plausch? Alles klar in puncto Grundstückswahl und Möbel. Ich bin fertig. Und nur tatsächlich? Da will ich mich aber ganz eifrig bedanken für deinen Fleiß. Du lass einfach alles mir. Ja, genau, alles ihm. Ich organisiere den Häuserbau und heiße unsere neuen Inselbewohner willkommen. Das wird alles schnell und korrekt laufen. Dafür bürge ich mit meinem tadellosen Ruf. Bald, ach was sage ich, morgen schon könnte ein neuer Bewohner hier Einzug halten. Ja, ja. Ach, und wenn jemand hierzu oder wegzieht, werde ich das auf jeden Fall per Durchsage melden. Wenn sich jemand Neues für ein bestimmtes Haus gefunden hat, schreibe ich es auf das Schild. Kurz gesagt, lesen bildet, besonders meine Schilder, ja, ja. Das war mein Bester. Habe viel von dir verlangt und du hast alles erledigt. Ach so, ist der höchste Zeit, dass ich mich, wie versprochen, bei dir kenntlich zeige. Das ist für dich, bitteschön, ja, ja. A shrubbery. A nice one. Not too small. Not too big. Not too cheap and not too expensive. Wer kennt's? 50 Exemplare Standardholzzahn sind schon mal ein hervorragender Anfang für die Dekorationspläne. Na gut, okay. Also erhältst du bei mir ab jetzt gegen Noobmeilen auch Bastelanleitungen für Zäune. Täglich neue Designs, Auswahl bis zum Abwinken mit dem Zaunfall, Schar im Noob-Quartal. Ohne dich hätte ich diese Ritterarbeit ja niemals schaffen können, Emitz. Merci dir. Kriegen wir gar nichts dafür fürs Häuser fertig bauen. Alles klar. Der geizige Hammel. So. Können wir gleich. Mal einlösen. Die müssen wir uns jeden Tag holen, oder?
Oder sind, weil wenn die täglich wechseln? Okay, mach ich. Bitteschön. Gitterzaun. Ah, die kann man öfter kaufen. Brauchst du was, Ariel, von den zweien, wenn ich gleich komme? Das ist Scarlett. Ob du die Zaunanleitungen möchtest? Ich zeig's dir gleich nochmal, Moment. Gitterzaun. Wer ist erste? Wunderschön geschmeidig. Leichte Kurven. Gitter in der Mitte. Ein Gitterzaun. Oder gegen die nächste Zombie-Apokalypse der Spitzpfostenzaun. Hilft auch gegen den Nachbarshund eventuell. Möchten Sie? Bist Türverkäufer. Wenn du magst, bringst du es mit. Gitterzaun sieht cool aus. Spitzpfosten auch. Möchtest du den anderen auch? Also komm, die zwei sind jetzt gerade einmal ein Meilenticket. Dass mir so viele Meilentickets geschenkt. Sicher? Den mag ich nicht, okay. Sehr sicher, alles klar, okay. Ich erwarte gar nicht so viel. Du wolltest, dass ich komme. Ich komme. So einfach. Ich finde es allgemein nice, andere Inseln zu sehen, auch wenn sie noch nicht so weit sind, ist ja wurscht, aber ins Lager. Ins Lager. Wie schaut das Holztischchen eigentlich aus? Du kannst mir jetzt dann aber sagen, wenn du noch irgendwas anderes möchtest. Wenn ich irgendwas habe, was du vielleicht nicht hast. Aber ich denke, das ist lauter Standardsachen am Anfang.
Ach, die orangen Tischchen, das Zeug, weil das kriegt man dann durch die verschiedenen Dinger, Früchte. Nur wieder versehentlich Schaufel. Hier haben wir alles. Die Bastelanleitung haben wir. Alles gut, okay. Coming. Ich habe erstmal alles, was ich benötige. Warte mal, ja. Ah, was für... Ich hab die nur zufällig dabei. Ah. Der Stream sei mein Zeug, ich hab's mehrfach versucht. Aber du kannst jetzt wehren, was du machst. Ich bring dir zumindest dein Eisen wieder. Keine Widerrede. Nee, brauchst du, lass dir nichts einreden. Ich hab 50 oder 60 Stück geschenkt gekriegt. Das sage jetzt, das Mindeste, dass ich dann zumindest das Eisen wieder zurückgebe, die 30. Ich habe ja das Eisen selber jetzt, oder dass ich zumindest die Bastelanleitungen kaufe. Ich meine, komm, also wenn du irgendwas brauchst, hau her, also das ist kein Problem. Wenn du irgendwas siehst bei mir, 50, ja gut. Also, 50. Auch wenn du sie vorher geschenkt gekriegt hast, hast du es ja wurscht. Aber... Ach Gott. Online-Spiel. Uschi. Jetzt schützt er. Der Flugzeug wäre cool. Ich schwimme so schlecht. Nehmen wir. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Wie man auch rennt. Vor allem mit dem Eisen, ich finde es ja nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch dazu, wo ich die Meilentickets habe, ich kriege ja jederzeit, das schaut doch super aus. Ich kriege jederzeit quasi die auf die Inseln. Lalu-Drauche. Hi. Einen wunderschönen Abend oder morgen, Mitternacht. Ah, da ist sie schon. Das voll die coolen Bewohner, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, wenn ich was finde, was ich brauche, komme ich drauf zurück. Okay.
Freut mich. Ahoi. Hi. Auf meiner Insel kann man, ja theoretisch schon, aber auf meiner Insel sieht man aktuell nicht recht viel. Wir sind glaube ich da auf meiner Insel. Ja, gerne. Zeig. In 3 Minuten. Ja gut, dann hast du zumindest schon mal ein Rathaus. Rainbow Flag. Ist es ein Regenbogen oder ist es in der Mitte ein Tor? Lässt viel Interpretationsspielraum. So ein lila Tor zum Durchgehen. Aber voll nice angerichtet. Also das finde ich schon mal cool. Blumchen. Selbst gemacht die Flagge. Das ist cool. Also Lalo-Drache nochmal ganz kurz. Gerne, später mal, also überhaupt kein Problem. Das aktuell sieht man noch recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich weit. Was ist das hier? Ach, Kürbis und so Zeug, ne? Was mich wundert, wieso ist denn bei dir das Nacht? Bin unterwegs, okay. Kürbis, Kürbis ist das. Also ich komme nicht rein. Kommst du rein? Warum ist das Nacht bei dir? Warum wohl? Voll die Hähn. Bei mir ist es Tag. Ich verstehe das gar nicht. Hi. Hey, der Konrad. Ins Gesicht schreien. Hey, hab ich dich erschreckt? War nicht böse gemeint. Manchmal muss meine ganze Energie raus. Du bist zu Besuch hier, oder? Cool. Ich heiße übrigens Konrad. Der Konrad. Es wäre schön, mit jemandem von woanders befreundet zu sein. Hi, Konrad. Buakaka. Konrad, sportlicher. Lass uns plaudern. Hast du schon mal den Regenbogenfalter im Museum ganz genau beobachtet? Das Falten in Regenbögen? Da müssen wir eine Idee für ein ganz neues Workout bekommen. Von Regenbogenfalten? Jetzt brauche ich nur noch eine Testperson. Buakaka. Oh, wie kann ich dir denn helfen? Buakaka. Ich will plaudern. Aber wie gefällt dir mein Holztisch? Er ist nice und holzig. Der ist nützlich, wenn man mal was liest. Besonders häufig sitze ich nicht dran. Buakaka. Und das Buakaka. Servus. Gute Nacht. Brunnen ist cool. Der Tisch ist der, den ich gerade gemacht habe. Jetzt, da mal kurz. Ist die süß! Ach, das ist der Popstar-Dingsbums da. Ich bin gerade am Häuser bauen. Ich habe aktuell tatsächlich, ich bin ganz am Anfang. Lalo-Drache. Ich bin gerade wirklich so. Gerade das Museum steht jetzt gerade. Also ich habe jetzt
5, 6 Stunden vorgespult, dass wir quasi es heute noch machen können. Und die nächsten Tage ziehen so nach und nach die Bewohner ein. Das Museum ist heute fertig und ich habe das erste Mal mein Haus erweitert quasi. Die ist voll süß, ja. Paulina, hey, wo warst du denn? Ach, du bist nur zu Besuch. Hey, cool, dich hier zu treffen. Lass uns Freunde werden. Ich bin Paulina und die Trendsetterin von Nimmerland. Die ist ja cool. Emits hast du. Also, und Orangen habe ich auf der Insel, wenn das interessant ist. Emits, hast du für heute schon irgendwelche coolen Pläne gemacht? Faulenzer? Faulenzer? Was sagst du zu meiner Bauklotzkommode? Die ist nice. Und bauklotzig. Ist für mich sowas wie mein ganz persönliches Schatzkästchen Faulenzer. Darum bewahre ich nämlich alle meine Accessoires, Lieblingsklamotten und Glitterkram auf. Und ich kann mir keinen größeren Schatz vorstellen als Outfits, die mich auf der Bühne funkeln lassen. Hast du heute schon irgendwelche coolen Pläne gemacht, Faulenzer? Ich will plaudern. Das Highlight im Museum von Nimmerland, der Goldmistkäfer. Wenn ich dem zusehe, bekomme ich nach einem anstrengenden Shopping-Trip ganz schnell wieder runter. Wenn nur die Seile nicht so groß wären, ich muss immer ewig suchen, bis ich ihn sehe. Ja, voll cool. Pinker Staubsauger. Tschüss. Und Bewohner haben wir den Ludwig, also Andalo-Drache nochmal. Und die Tatjana. Also Bären und Affen. Aber schaut doch schon cool aus bei dir. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hier ist der Stopp. Uiuiui, das bist doch du. Bolivar. Ah, ich bin ein mächtiger Pirat, der die 7 Meere kreuz und quer beschippert. Der ist sicher bald wieder Matrose. So groß ist der Ozean auch wieder nicht. Weiß ich nicht, wo ich so hin muss. Ich denke aber eventuell zum Campingplatz. Ah, da. Geil mitgeschoben vor lauter Begeisterung. Da rein. Ich bin vermutlich über ein Buch eingenickt. Komm später wieder, Dorothea. Ach, die Dorothea, das war die komische lila Dingens. Die habe ich vorher rennen sehen, gleich wie ich hergeflogen bin. Ach, hier ist der Campingplatz. Ja, nice. La 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 la. Gullideckel daneben gleich. So schaut aus, cool. Du hast aktuell wie viele Bewohner? 5 wahrscheinlich, denke ich mal, oder? 2 Start und 3 dazu. Achso, der Gullideckel für die Pipi. Ach Mann. Ja, voll cool. Ich hab schon da und alles. Hier ist auch noch was. Zucker und Milch. Ich hab dich schon wieder verloren. Das schaut nach deinem Haus aus. Ich glaube, ich bin gerade bei deinem Haus. Jo.
ins Haus rennen. Er lag gerade. Jetzt. Anklopfen ist wichtig. Ich hab halt noch nichts auf meiner Insel, ne? Es sieht nur nicht schön aus. Ne? Ich habe noch nichts eingerichtet. Ne? Das schaut doch voll nice aus. Ich verstehe, was du hast. Ich find's cool, mir gefällt's. Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. Du bist komplett ausgestattet, weißt du, das mit allem Scheiß. Das ist ein Wahnsinn. Ich komme nicht rein. War ich nicht, war schon. Kann man da mehr runterlassen? Geht die Taste irgendwann über? Was da wohl drin ist? Ich werfe einfach mal einen glitzergelben Blick hinein. Verstehst, so sieht das also aus. Da ist der Bewohner drin, den du loswerden wolltest. War das, was du gesagt hast? War der im Kühlschrank? Hm? Das hat gerade cool ausgeschaut. Gleichzeitig rausgekommen sind. Ah, du willst doppelt die Anleitung. Ich kann nicht wieder was mitnehmen. Sehe ich, was es ist? Sehe ich nicht, oder? Also ich sehe es nicht. Ich sehe weder, was es ist. Ich kann es ja nicht nehmen. Ich sehe es aber nicht. Das Rumgewippe von den Charakteren. Also ich sehe es, wie gesagt, ich kann es weder nehmen, noch sehe ich es leider. Ich glaube, das geht nicht, weil es in einem Haus drin ist. Vielleicht muss man das draußen hinlegen. Ich weiß es nicht. Also hier drin kann ich nichts nehmen. Elli, hallo. Die Anleitung kann der Besuch nicht im Haus annehmen, sondern nur draußen. Ah, okay. Aber der Ariel kann sich selber nicht aufheben. Ich kann die auch nicht aufheben. Okay, dann ist es schwierig. Vielleicht musst du es mit der Raumplanung machen, eventuell. Vielleicht kannst du es so nehmen.
Ach, weil Besuch da ist. Moment, ich gehe mal raus. Stimmt, Besuch ist da. Bei Besuch ging es immer nicht. Ich konnte draußen nichts platzieren. Stimmt. Vielleicht geht's jetzt. Mir fällt gerade was ein, kleiner Moment, aber das muss ja, glaube ich, auch gehen, oder? Ah, ich muss auf meine Insel zurück, okay. Ich schicke euch mal die Dinger, dann können wir uns Sachen schicken. Dann können wir uns Geschenke und so Zeug schicken, wenn es geht. Okay, Scarlett geht quasi nicht, ich muss auf meine Insel zurück. Erst dann geht's wohl. Ich sehe gerade, die Tapete bewegt sich ja sogar. Okay. Ist cool. Ich warte schon noch, kein Problem. Bin schon noch da. Ich renne mal kurz draußen rum ein bisschen. Aber das, oder soll ich nochmal reinkommen? Habe ich gestern ein Kamel abgekauft? Ein Kamel? Die Gitarre? Meinst du die Gitarre? Ich glaube, ich muss auf meine Insel gehen. Aber hast du gerade irgendwie geschafft? Hast du was aufheben können? Ich gehe nochmal raus. Ich renne kurz auf deiner Insel rum mit deiner Erlaubnis und schaue ein bisschen rum. Okay. Vielleicht finde ich noch eine Bewohnerin oder Bewohner. Ja, aber so viel zum Thema, es ist nicht eingerichtet, ne. Also schaut doch super aus. Da ist auch schon was. Am Wackelding. Alles noch auf Anfang, nur aus dem, was man hatte. Was man. Also bei mir ist es ziemlich auf Anfang, ja, das stimmt schon wohl. Aber die schaut echt super aus. Ich find's nice. Die Isabella oder Isabel oder Melinda. Hallo. Aber die Bewohner verstecken sich gut, muss man schon sagen. Steinbrücken hat der auch schon wieder. Hau doch ab. Das alles vor der Tür ging nicht, weil du im Haus warst. Ah, okay. Da ist der. Jetzt
Pferd? Andrea, die Nase kenne ich noch nicht. Du bist nicht von Nimmerland, oder? Mach ich. Sonst kann man es echt aushalten. Will gar nichts anderes aus deinem zarten München hören. Ich bin übrigens Andrea. Kannst jederzeit relaxed bei mir abhängen. Tada! Hier liegen zwei Dinger, ein Totenkopf, Türschild und Antikbett liegt hier rum. Victor war der Mumienhund, ne? Ist cool. Ach, Inventar war voll. Vor meiner Tür ist vor meiner Tür ist das alles, kannst nehmen. Okay. Schau mal. Ich habe jetzt nur die Andrea gefunden und die anderen zwei waren. Wow, das ist einiges, okay. Ist noch nichts weiter gemacht. Vorhin habe ich mein Haus gemacht. Ah, okay. Tropentapete. Holzspiegel, glaube ich, kenne ich. Plätzchenschirm habe ich auch. Muscheltürkranz kenne ich, glaube ich, nicht. Behelfswerkbank kenne ich. Gartentisch kenne ich. Wasserpumpe kenne ich nicht. Goldküche kenne ich auch nicht. Baumstammbank kenne ich. Holzschild glaube ich nicht. Dschungeltapete kenne ich auch nicht. Bambusboden kenne ich auch nicht. Baumstammbank glaube ich kann ich. Funktionalgartentisch kann ich auch. Behelfswerkbank kann ich. Plätzchenschirm kann ich auch. Tropentapete gleich war gerade doppelt, die kannte ich schon. Bambusboden. Moosgartenstein. Ah nein, die kenne ich auch noch nicht. Aber Plätzchenschirm und Holzspiegel kenne ich glaube ich schon. Nur ziemlich sicher. Aber danke dir. Vielen lieben Dank. Das sind neue Sachen. Ich lerne die mal eben fix. Kann ich eigentlich eine Werkbank nutzen von dir? Ich weiß gar nicht. Geht ja. Ja, Holzspiegel kann ich, doch. Lass uns trinken, Moment. Moosgartenstein, auch nice. Holzschild. Duftlampe.
Muscheltür ganz nice. Wasserpumpe. Und Goldgeschirr. Nur die edelsten Sachen. Ich sag ja. Weil ich kann auf die Karte schauen, glaube ich, wo die wohnen, ne? Wenn du tauchst, kommt so die Robbe. Ja, die habe ich schon mal. Wo du das Dinger geben kannst, so einzelne, so die komischen Kammmuscheln, die meinst du? Dorothea wohnt da oben, Andrea wohnt da unten, Konrad kennen wir, Paulina haben wir gesehen. Ach, Viktor und Dorothea sind oben, dann schauen wir mal hoch. Hier war Viktor, oder wie? Ach, schlafe tief und fest, bitte nicht aufwecken, Viktor. Viktor schläft. Und Dorothea auch. Ausgießen. Aber es ist eigentlich klar um halb eins, dass sie schlafen. Was? Nee. Was meinst du? Victor hungert eigentlich rum, okay. Ach so, gut, wusste ich nicht. Jetzt muss ich nur mal fragen, die Emotes kriegt man durch die eigenen Bewohner quasi, die zeigen ihnen diese nach und nach, oder? Kenn ich, wie schnell du vortäuschen kannst, auch mit anderen Nasen hier auf dem Land labern. Was ist Quatschen? Was gaben gestiegelt ich aussehe und alles nur wegen dem Ethno-Kleid. Als eine taffe Business Lady kam, bin ich auch ohne die Klamotte. Hast du einen Ratschlägen fürs Leben anscheinend nicht genug bekommen? Tada! Erzähl mir was. Hey, hast du schon die Kunstgalerie in unserem Museum abgecheckt? Falls nicht, mach mal hin. Tada! Kunstgalerie? Ich find's echt krass, dort gibt voll das uralte Zeug da zu sehen. Meine innere Kunstkritikerin feiert das laut. Leise anschleichen von hinten. Dann erschrecken. Kommen die Emotes wieder raus. Wäre ich nicht rechtzeitig an meinen Leppi gegangen, wäre er aus. Okay.
quasi die Automatikabschaltung aktiviert. Ah, genau, weißt du das? Fallen jeden Tag auch, also auch an Ellie gerne. Auf dem eigenen Inseln sind es 4 Wespennester, wurde mir gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es du warst oder ob das Ding war. Ob das die Lina war. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ich glaube auch ein Möbelstück, also eine Anleitung auf dem Baum. Das Scarlett schüttelt gerade wie verrückt. Soll ich helfen? Blinkt immer. Ah, okay. Möchtest du Äste? Scarlett? Also, was suchst du? Ach, du hast das Blatt schon, okay. Ja, eben. Was war drin? Ja, das war schon meine Insel. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was du sagst, ähm, ich bin noch nicht so weit, bin ganz am Anfang und pipapo. Komm, ich bin aktuell ganz am Anfang. Ich baue jetzt gerade die Häuser und alles, da irgendwie Bewohner hinein. Du bist auf jeden Fall schon 3, 4 Tage weiter wie ich. Ja, und wenn ich die anderen sehe und deren Häuser habe ich nun wirklich nichts. Ja gut, aber du hast ja auch erst angefangen. Warte mal ein paar Tage ab. Ja gut, aber wenn ich dann Zeug habe, kann ich es wieder bei dir abgeben. Hehe. Bin circa eine Woche weiter als du. Ah, okay. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Aber du hast dann für die ganzen Einwohner, habe ich gerade gesehen. Tag 10, glaube ich, oder ich bin Tag 3, glaube ich jetzt. Was mir gefällt, dass du die ganzen Einwohner nicht so auf ein Eck gemacht hast. So wie ich gemacht habe eigentlich. Das ist eigentlich gut verteilt tatsächlich. Sehr cool. Das Museum hier am Strand ist auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Aber dann würde ich sagen, düse ich wieder ab, oder? Ich glaube 9 Stück waren neu. Nochmal Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich kann mich ja hinlegen. Ich weiß gar nicht, was können wir eigentlich noch machen jetzt gerade auf der Insel? Ich weiß gar nicht. Zeug sammeln für Eugen und Zeug sammeln für Kredit abzahlen. Glaube ich, oder? Also ich tauche viel, um das zu zahlen. Auch ja, ich sage, muss ich es auch noch machen. Das ist ein Thema, das sind Rosen, glaube ich, gell? Das schauen auch. Sind das Mohnblumen? Oder so? Und die Kürbisse geben gut was, kommt immer so ein Typ und verkauft die. Verkauft die an dich oder du verkaufst sie an ihn?
sehe, das gibt Büsche, gibt es ja auch. Und das Glück mit den Rüben. Okay. Er verkauft die Hecken und Kürbisse. Ah, okay. Wenn es mal rübenpreismäßig interessant ist, sag gerne Bescheid, wenn ich mal schauen soll, wenn es bei mir mal soweit ist. Wenn jetzt so Gerd, er verkauft Kürbisse. Gerd? Kleines bisschen Reichtum dadurch. Ah, okay. Rübenpreise sind bestimmt interessant, weil die sind bei jedem anders, glaube ich. Sonntag kommt bei dir die Uschi mit den Rüben. Habe ich schon eine Meldung gekriegt, ja. Also Uschi, ja. Die Dame. Oder Tante, wie ich sagen würde. Dann hast du eine Woche Zeit. Ah, okay. Brauche ich quasi ein Rübenendlager in der Zwischenzeit. Ja, Gerd ist der den Blumenstand hat und die Blumen und Büsche verkauft. Ah, okay. Ich merke, da kommt auf noch einiges, definitiv. Merke ich schon. Die Schneiderin kommt noch. Die Kunstgalerie gibt es wohl jemanden, wurde mir gesagt. Ja, und ich hatte jemanden mit einem ganz guten Preis und habe ich vorher alles investiert. Ah, okay. Dann das kleine Schweinchen mit den Rüben. Die komische Otter. Die war auch noch nicht bei mir. Ach, die Schneiderin. Ah, okay. Na gut. Scarlett, aber ich würde sagen, ich verfiedel mich mal wieder. Danke fürs Zeigen. Danke für die Anleitungen. Und gerne mal wieder auf einen Besuch, würde ich sagen. Vielleicht nächstes Mal mit Emotes. Wenn ich schon eins oder zwei habe. Macht einiges leichter. Dankeschön. Dann verzupfe ich mich. Und Johanna kommt, ja, mein Popstar hat mir welche gegeben. Rüben? Oder habe ich gerade einen Kontext jetzt versäumt? Johanna kommt ja jeden Sonntag von 9 bis 12, glaube ich. Also Emotionen. Von 9 bis 12. Sonntag. Schon arg früh. Hallo, immer wieder schön, Besucher auf Nimmerland begrüßen zu dürfen. Was kann ich für dich tun? Ich will nach Hause. Ne, Geist habe ich noch keinen getroffen. Hab gesehen, von 5 bis 12 und verkauft drüben. Der Geist? Okay, ich warte, dass ich meine wieder sehe, okay? Na, ich hab noch keinen Geist gesehen bei mir. Noch gar nicht. No Ghost. Good oder call. Ghostbusters. Puhu kommt noch.
Ah nee, ist taub bei dir. Also ja, aktuell wurscht wäre. Ich könnte wieder zurückstellen, weil ob es jetzt quasi 5 oder 6 ist, ist eigentlich egal. Aber trotzdem nichts offen. Aber eigentlich könnte ich es zurückstellen, ne? Ach, sind schon verkauft. Hier entsteht das neue Haus von Morpheus. Hier entsteht das neue Haus von Tamara. Hier entsteht das neue Haus von Fatima. Wirklich coole erste Bewohner bei dir auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Oder meinst du bei mir jetzt so? Also wir haben sogar ziemlich früh, es waren es waren bei den ersten 5 Reisen. Gott, nee, ernsthaft? Also komm, Lucky, also der Victor reist, Konrad ist so nervig. Ich muss sagen, ich bin vom Ausschauen her so mal rein. Den Ludwig mit dem Affen bin ich sehr zufrieden tatsächlich und ich mag die Tamara tatsächlich auch. Tamara sag ich, die Tatjana, die Tati mag ich schon gern. Muss ich ehrlich sagen. Hier. Hallo. Schade für Donkey Kong. Grob wie der allererste. Ich liebe Victor und Dorothea. Dorothea habe ich nicht gesehen, aber Victor finde ich sau cool. Willkommen, entspann dich einfach so, als wärst du zu Hause. Erzähl mal was. Ich habe jetzt endlich was nicht mal ich hochheben kann. Ein Haus. Massiven Wellness kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung einstürzt. Dorothea, Moment, ich schau kurz. Ach, ein Affe ist das. Gut, wäre jetzt vielleicht. Ne, oh Gott. Uta habe ich gerade zufällig da. Wäre jetzt vielleicht nicht gerade meine erste Wahl, aber wäre okay, ja. Victor ist sau cool. Gott, wie er gerade schaut. Das Eichhörnchen fand ich süß von dir. Tatjana pennt. Entschuldigung. Ich bin auch schon müde. Ich hoffe, dass morgen alles hinhaut. Schütte mal kurz Bäume. Gleich kommt wieder Wespe wahrscheinlich. Glück hoffe ich nämlich.
Ja, bin ich schon gewohnt, dass ich so rumrenne. Nehme ich an. Da war sie. Ich weiß, ich habe die Cache schon öfter in der Hand gehabt, Isa, aber Problem ist, dass ich dann auch daneben hau meistens. Pro-Gamer halt, weißt du ja. Pro-Gamer? Okay, geht besser, ja. Wenn du dich wieder vorne vor den Baum stellst, dann musst du gar nicht zielen. Leicht einfach auszudrücken. Hier vorne einfach so. Das ist der Brummer da hinten. Such mal. Große Ration Medizin brauchst du, ja. Stimmt, eine Abendzikade. Ja, die glaube ich habe ich schon, oder? Ich musste viele Wespenstiche hinnehmen, bis ich das gerafft habe. Penny. Alles klar. Tipp ist auf jeden Fall ankommen. Raus das Herz immer. Ich sag mal, ich kenne jetzt größere Bedrohungen aus Horrorspielen, sage ich jetzt mal. Aber ja. Es gibt einen Clip bei mir am Kanal, hat Mighty sogar gemacht, der schaut eigentlich dazu, glaube ich, oder zumindest die ISO. Von Ark war das, glaube ich. Da habe ich mich angeschissen, ja. Mit den Haien. Das war anders. Das erkennt's ja. Finger. Voll nice. Hat jemand die Emotes gefunden? Subnautica, ich hab's noch nicht wirklich selber gespielt, das ist mein Nachteil, jetzt kann ich nicht hundertprozentig mitreden. Aber ich sag mal, Subnautica glaube ich, also ich ein bisschen Angst gehabt habe ich schon, so ist es nicht. Du bist ja eigentlich nur im Wasser.
Und aber generell sammle ich verstehe es ja. Ich bin bei Ark. Ja genau, das eh. Hau mir ab. Also das war schon anders, ja. Da bin ich Ark, wenn ich im Wasser bin, das ist Anstrengung ohne Ende. Also das war Ark und Wasser. Also Ark im Wasser sein bei Ark und ich passt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Null. Hey. Geh her so schnell nicht mehr rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich habe mir immer schnell ein Floß gebaut. Und nur dieses Nessie-Viech kann es zerstören. Ja, das Nessie-Viech haben wir auch schon mal gehabt. Wir sind am Anfang rum, so la 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 la, auf die Island ganz unten rechts, in die Insel quasi hin. Auf einmal kommt so ein riesen Viech daher und haut uns das ganze Floß weg. Ging die Düse ohne Ende. Das Lustige war, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Sauerstoff gelevelt. Ich bin da quasi im Wasser drin gelegen und bin quasi, war halt unten und über mir sind quasi die Haie rumgeschwurbelt. Wie geil. Bei Subnautica muss angeblich der MP-Mod Nitrox weit funktionieren, dass ein kompletter Playthrough möglich ist. Multiplayer, okay, cool. Dann wäre ich mal dabei. Ich kenne die erste Begegnung mit diesem Raptor. Ah ja, Raptor war so ein Ding. Flitzekacke, aber sowas von. Also Multiplayer wäre ich schon dabei. Isa, wenn du magst, auch gerne. Also auf mein Video bezogen. Also ohne Schwan. Es schaut in dem Video schaut's aus, wie wenn ich mich erschrecke. Ich bin in dem Wasser drin gewesen, ich war innerlich euch tot. Ich habe jeden einzelnen Muskel gespürt in mir drin, also bei Ark im Wasser drin, ich habe so dermaßen einen Schiss gehabt, ich kann es dir gar nicht sagen, ich habe geschwitzt. Ich war so dermaßen angespannt, wie ich die Haie da zähmt habe. Hau mir ab, also das war... Also das war echt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, schlimmer wie jedes Horrorspiel. Schlimmer wie alles, was ich bis jetzt gehabt habe. Aber schlimmer war es in der Rockdrake-Höhle. Spoiler mal noch nicht. Ich bin halt, wir werden auch weiter, also wenn du dann auch gerne mal zuschauen möchtest, geht nächste oder übernächste Woche geht's wieder weiter bei auch. Da ist der Jens wieder da, quasi der Kumpel, mit dem ich es aktuell spiele. Wir sind noch nicht so weit. Also bitte noch nichts spoilern. Aber ja, also das Ding war schlimm. Also ich bin da... Ich habe das Video angeschaut und mir gedacht, oh mein Gott, das schaut ja relativ entspannt aus, wie ich da rumsitze. Aber eigentlich High Tension, also ohne Ende. Ich war nervlich so dermaßen am Arsch. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Das ist Animal Crossing schon ganz chillig im Gegensatz dazu. Oho, ein Gesichtswanze. An wen erinnert mich die? Wann geht es eigentlich mit Ark weiter? Besser gesagt, wann genau ist Jens wieder am Start? Also dieses Wochenende noch nicht. Also Samstag ist er auf jeden Fall noch nicht da. Ich treffe den Schmetterling noch irgendwann. Jetzt. Ich denke, er kommt Sonntag wieder. Sonntag oder Montag, glaube ich, kommt er wieder. Ich denke, dass irgendwann dann nächste Woche, je nachdem wann er Zeit hat, wieder weitergeht mit Ark. Diesen, ja, also morgen quasi. Morgen ist er noch nicht da. Aber ich denke, am Sonntag könnte er kommen. Keine Ahnung, ich will jetzt gerade ein bisschen rumeideln, ein bisschen Zeug sammeln, merkt ihr eh. Nebenbei ratschen mit euch. Das ist das Beste. Allzu lang nimmer.
tauchen. Muss wieder ins Wasser. Hallo Sportsfreunde, ich wollte gestern neue Trainingspläne entwerfen, aber stattdessen fiel mir diese Bastelanleitung ein. War sehr erfolgreich. Ich habe sie mir dann zwischen zwei Works out flott aufgeschrieben. Ich hoffe, du machst was draus. Fritz, kräftiger Bastler. Und Dschungelboden. Luisa, war das quasi ein Jahr. Du spielst Subnautica mit mir. Tauschen. Gegen den habe ich nämlich schon. Über ein Haus abbezahlen. Wenn es nach dir ging, hätte ich am ersten Tag schon das 8. Haus und wäre schon komplett fertig anscheinend. Deckt sich aber auch mit deinem Ich bin nicht eingerichtet. Aber lustigerweise ist das ganze Haus fertig. Nein, das geht realistisch nicht. Ah, okay. Aber du hast es versucht, gib's zu. Was ist eine Maisbirne? Will ich es wirklich wissen, was eine Maisbirne ist? Mit der Erdbeeren-Rosenkäfer haben wir schon gehabt. Wenn ich tu mal die ganzen Dinger draußen. Nö. Okay. Warte mal. Wie ich immer da hinschaue. Am ersten Tag war ich lost, haben 10-mal Obst gegessen. Wenn es halt lecker ist. Darum hast du so oft gesagt, auf keinen Fall das Obst essen. Hattest du 2-3 Mal erwähnt, ja. Dreimal Tickets verschwendet, sodass meine Schwester mit 4-mal Eisen, dass mir meine Schwester 4-mal Eisen brachte. Ach, weil du die Steine zerhauen hast. Das war das Problem, ne? Ja, mein Anfang war so kacke. Ja, bei mir und auf den anderen Inseln. Ah, okay. Gut, auf den anderen Inseln kannst du es auch weghauen. Das ist ja kein Thema nicht. Da stört es ja, glaube ich, keinen, oder? Also da habe ich ja die Bäume auch gemäht. Einfach aus Spaß und der Freude. Sonst noch was? Nö. Zudem wusste ich nicht, dass man mehrmals schütteln kann. Also echt. Ach, das habe ich mitgekriegt, hast du gesagt gehabt, genau. Das hast du bei mir quasi gesehen gehabt. Ich habe auch was gelernt, also was er zeigt. Hm. Das sind oft so ganz einfache Sachen. Für mich war es klar, dass ich es öfter probiere. Ja, also war das nichts mit neuer Axt. Ich war so lost. Ja gut. Ich will nicht wissen, wie ich mich gestellt hätte. Ich habe die ganze Zeit da. Mir hat ja jeder von jeder Seite geholfen, sage ich jetzt mal. Eine. Du. Ich sehe gleich, was ich kriege. Die Heuschrecke haben wir auch schon. Wespe haben wir schon. Wespe haben wir schon. Weg, weg. Das haben wir auch schon. Weg. Das ist auch doppelt. Weil wenn du Bäume umpflanzen möchtest, dann kannst du Obst essen und den ausbuddeln. Das wusste ich sogar.
Fischkäfer haben wir auch schon. Eugen. Eugen. Darum habe ich quasi für die... Ach so, hat dir jemand gesagt, dass du mit der besseren Axt die Bäume kaputt machst, wenn du dreimal schlägst? Heute. Da warst du kurzzeitig weg. Ich glaube, das war die Lina. Oder die Ellie, ich weiß gar nicht mehr genau. Lina oder Ellie. War quasi, also auf den anderen Inseln kann man so machen, quasi, wenn du quasi mit der Steinaxt zuhaust, kriegst du quasi dreimal Holz. Wenn du mit der besseren Axt dreimal draufhaust, säbelst du beim dritten Mal den Baum um. Genau. Habe ich aber dann gemacht auf ein paar Inseln. Ich habe die, glaube ich, zugesehen. Ja, kann sein. Du warst auf jeden Fall dabei, Elia. Ich weiß bloß nicht, ob du das gesagt gehabt hast oder ob es die Lina war. Ich weiß aber genau, aber Ariel war kurz weg auf jeden Fall, das ist richtig. Mir hat das niemand gesagt. Ja gut, ist klar, das ist der Vorteil am Streamen, wenn Leute zuschauen. Kann auch Nachteile haben, aber... Voll die Hupen im Vogel drin. Ja, es ist völlig offenkundig ein Parasaurus-Schwanz, kein Zweifel. Ein prächtiges Exemplar, jawohl. Und selten dazu, so das haben wir noch nicht in unserer Sammlung. Ein Parasaurus-Schwanz dieser Art ist eine signifikante inselgeschichtliche Entdeckung. Sollten Sie das Objekt an uns abtreten wollen, wäre das fraglos sehr positiv für die hiesige Kultur. Ich verkauf's. Eugen ist der Beste. Machen wir ihm die Freude. Ach komm. Und den. Hüstelhust. Ah ja, Parasaurolophus. Ich sehe in ihm die musikalische Station der Oberkreidezeit. Der lange hohle Knochenzapfen an seinem Kopf könnte zur Tonerzeugung genutzt worden sein. Als Optimist und Musikliebhaber stelle ich mir gern vor, er habe die Welt mit seiner Kunst bereichert. Und das war's. Ich hoffe, meine bescheidenen Ausführungen waren erhellend. Nein. Gut, dann nehme ich Ihre ungemein großzügige Spende mal entgegen. Tschüss. Ich würde gerne mehr Sachen geben, ja. Alles, was du willst. Anscheinend möchtest du gar nicht so viel. Aber du möchtest Insekten. Ach, schade, reagiert er gar nicht. Nur wenn es einzeln ist, hat er immer Angst davor. Schade. Passt schon. Habe ein bisschen Hilfe, dann bekomme ich das. Habe aber ein bisschen Hilfe, dann bekomme ich das Sofa, die Meilentickets und das antike Bett habe ich bekommen. Und 2, 3 Anleitungen. Habe aber ein bisschen Hilfe, dann bekomme ich das Sofa, die Meilentickets und das antike Bett habe ich bekommen. Und 2, 3 Anleitungen. Also Anleitungen habe ich jetzt auch von dir gekriegt, so ist es nicht. Sogar 9 Stück, die ich noch nicht kannte. Du hast mir die Meilentickets gegeben. Aber das mache ich vor nicht. Also wir werden tatsächlich... Also ohne die Tickets quasi wären wir jetzt aktuell genauso weit. Gott sei Dank. Ich hatte echt Glück mit den Bewohnern. Und ich werde es wahrscheinlich brauchen, gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich halt ewig dankbar drum. Aber ich sag's immer wieder, es hätte wirklich nicht sein müssen. Ich sehe, was so ein Meilenticket kostet. Das ist halt schon... Wow. Aber ich sage, wir können uns irgendwann einmal, wenn es mal ein bisschen passt,
Ich weiß, dann Zeug zuschicken. Die Spezi-Bucht ist legendär. Dieser, ich kann es gar nicht sagen. Also, ich feiere den Namen so hart, ohne Scheiß. Warum nee? Ich finde Spezi-Bucht super. Also wirklich ernsthaft. Der kommt nach 80%. Ich find's genial. Drinne 100. Ach so, du meinst die... Du meinst die, wie heißt denn? Die kleine, die kleine Hexe. Hallo, grüß dich. Wow, waren das? Die kleine Hexe. Vielen lieben Dank. Das Ding da. Hi. Alles gut? So mitten in der Nacht. Ach, mein Haus ist größer. Ja, ja, ich habe doch, ah, da warst du auch nicht da. Wir haben den ersten Kredit abbezahlt. Die Kiste, die ich meine, du bekommst du da drüber verkaufst weniger Erlös. Ach so, okay. Also wirklich nur für Notfall nutzen. Wusste ich nicht, danke dir. Wir haben den ersten Kredit abbezahlt, die 98.000, haben quasi das Haus größer gemacht. Deswegen auch der nächste Tag jetzt quasi. Und der zweite Kredit, glaube ich, sind jetzt 198.000, glaube ich. Das muss man auch abbezahlen, natürlich, logisch. Wenn ihr übrigens mal irgendwie auch Insekten oder so Zeug braucht, das irgendwie bei mir doppelt rumliegen sieht, dann meldet euch. Ich schicke euch gerne einen Käfer. Oder eine Spinne. Man kann so nicht ins Wasser, gell? Man braucht einen Taucheranzug. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr ins Lager, weil ich vor dem Fenster was hingestellt habe. Lol. Da ist der gute Silberbrande drin. Ich könnte ein bisschen mehr Zeug hier hinstellen. In die Tasche stecken. In die Tasche stecken. Oh mein Gott, Bügelset. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Die Lieder können an die Wand, okay. So, Bügelset. Voll nice.
Aber das Beste nach wie vor. Aufstehen. Ich spiele auch Animal Crossing. Mein Haus ist fast fertig. Fehlt nur noch der Keller. Ah, okay. Dong. Lieder können an die Wand, dann machen wir das mal kurz. Ich bin noch ganz am Anfang. Also wie gesagt, sieht man ja. Äh. Kann ich den Gong eigentlich irgendwo an die Wand hängen? Geht das? Schade, geht nicht. Mist. Grausam ging das Beste. Der Rundengong. Ich habe gestern angefangen. Gestern. Ich hätte den passenden Boxring und den Boden im Boxring-Style fürs Haus. Sau cool. Und das Ding ist super. Habe ich bei Sarah, glaube ich, gekauft. Ich habe hier so Dinge, so Dränges. Box-Ding hätte ich schon. Also die Katze. Danke dir. War eigentlich so als Platzhalter gedacht für die richtige Erdbeere jetzt quasi hier. Flatter, 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 flatter. Allerdings, ist trotzdem so. Das passt. Ich werde es aktuell nicht drin lassen, die ganze Zeit. Ich wollte es zuerst tauschen, sobald ich die neue habe, aber nö. Bleibt. Okay, Haus wird langsam geräumiger und immer voller. Ich habe jetzt auch Hand dabei. Nee, scheiße. Hol mal kurz. Tauchen wir noch kurz ein bisschen. Mal schauen, was wir das rausziehen aus dem Wasser. Da. Nur mal Gaude habe ich. Wie geht das jetzt eigentlich? Wenn ich was verschicken will.
Flughafen? Ich denke, ne? Es wurde eine Postkarte empfangen, wurde wird sie auf der Nintendo Switch-Konsole gespeichert und kann nicht erneut empfangen werden. Nicht empfangene Karten bleiben 90 Tage lang auf dem Server gespeichert und werden dann gelöscht. Es können bis zu 300 Karten für dich auf dem Server gespeichert werden. Wenn du mehr erhältst, werden die jeweils ältesten gelöscht und können dann nicht mehr empfangen werden. Wie das willst du gleich mal ausprobieren? Gerne. Isa, du bist online, oder? Ich kann nicht tippen. Dere. Kann auch was draufmalen. Ah. So geht es. Wie lange dauert sowas? Kriegst du das gleich? Nur mal testhalber. So. Einmal 6 Gitarrenanzug anziehen. Und los geht's. Ah doch, ist noch online, passt. Alles klar. Wenn du mal schauen magst, ist ob die Karte ankommen ist, wäre cool. Ich muss auf, wenn dazwischen ein bisschen was da. Weil ich Perlen tauchen muss, um meinen Grilltopf zu bezahlen. Einiger Sami-Grappe. Verheilt das Auge eigentlich einfach selber oder braucht man da wirklich Medizin dazu? Also so nach einem Tag oder 2, sag ich jetzt mal. Weiß es wer?
Fragt mein Freund. Medizin fürs Auge meine ich ja. Ob die quasi noch, das habe ich schon öfter braucht. Werde ich ja noch öfter brauchen. Ob ich quasi noch, das nach ein paar Tagen automatisch verheilt. Oder ob ich quasi die Medizin wirklich nehmen muss, dass das quasi verheilt. Das war meine Frage. Ja, am nächsten Tag ist es weg, okay. Ja, ist es okay. Na gut. Wir haben ja noch Mediziner können wir es ja sogar selber herstellen. Wir haben ja jetzt ein paar Wespennester, von dem her. Woher wohl? Einziehst gern. Manche im Wasser sind voll schnell. Die Viecher, ja, manche schon. Das stimmt, ja. Hatte ich vorher auch schon. Ich fast zweimal abgesoffen bin, weil ich den erwischt habe. So ist Schwimmer cool im Meer. Die mag ich immer nicht. Alles andere ist eher nicht so meins. Weil ich nicht weiß, ob ich die Viecher da hochholen wollen würde. Vor allem ungefähr 55 Fischen in der Hosentasche quasi wieder am Land schwimmen. Er hat ja keine Hosentasche, er muss er die irgendwo reinstecken. Er hat die wahrscheinlich unterm Badeanzug an der Haut dran, die Viecher. Wow. Wir wollen es lieber nicht wissen. Aber es sind Details, die mit gewissen Ausführungen einfach unabhängig sind. Es gibt Dinge, die wollen diskutiert werden. Die brauchen das. So. Jetzt mal im Ernst. Er steckt sich eine Qualle in den Schwimmanzug. Anscheinend mag er das. Also nicht nur er, sondern auch dein Charakter und jeder andere. Aha, Seestern. Idioten. Segel zwischen die Arschbacken zwickt. Aha.
Ich schwimme da so langsam. Au, 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 au. Ah, blöd. Ach Gott. Das tue ich zum Beispiel jetzt voll schnell. Macht bestimmt einmal bestimmt eine Auswahl. Ah, sag mal, was ist mit dem Viech los? Erwische ich die? Irgendwann mal? Wir kommen näher. Nur der Gedanke. Nicht schon hinterher schwimmen, sondern nur den Joy langsam bewegen und dann tauchen. Das Viech ist voll mistig, wisst ihr das? Nehmen wir das da mal mit. Langsam sagst du. Haus wieder ab, das Viech, ne? Das Raum alle Dinger erwischen geht's noch. Ja, wir haben eine. Der, der holt einfach mal so 4 Tonnen Viech aus dem Wasser raus. Vor allem, wo er das hingesteckt. Weißt du, sowas ist okay, so ein Graus-Ding oder sowas, ja, passt. Also war voll das riesen Viech jetzt gerade. Kein Wunder, dass es so schnell war. Asseln sind auch so schnell. Ah, okay. Ha, da kommt wieder angeschissen. Eine Kammmuschel, die Friseurin der Unterwasserwelt. Was gibt mir der? Seine Weisheit, so sexy. Aha. Von dem kriege ich wahrscheinlich irgendwann mal was, denke ich, oder?
Ich brauche eine Kammmuschel, brauche ich ja fürs Museum. Eine. Mal nö, Finger weg. Ultroni Kammmuschel aus dem Meer bleibt mir auch weiterhin treu. Ich habe ihm schon eine gegeben. Krieg den nächsten wieder. Aber eine brauche ich. Der kriegt die anderen auch alle. Aber eine brauche ich fürs Museum. Eine. Du bekommst gute Bauanleitungen. Okay. Ich sage, der kriegt alle anderen, kriegt er dann wieder. Nur eine mal. Eine muss ich behalten. Eine einzige. Scheiße, Haus 2, 4, 6 können wir noch. Wird es mehr als eine? Ich habe jetzt 2, habe ich bis jetzt gehabt. Die erste habe ich ihm schon gegeben. Der braucht auch nicht alles. Also gute, komische Weisheit herkaut. Und also, ich weiß nicht, er kriegt ja alle anderen, sag ja. Aber eine will ich nicht im Museum haben. Eine. Alle anderen kann man haben. Ich sehe so spät, ja. Aber ich glaube, da kriegt man genug. Soll nicht so gierig sein, der Jung. Seepocke. 2 noch. Dann würde ich sagen, schauen wir kurz zum Eugen nochmal hin. Was er so brauchen kann. Das heißt, wenn wir noch irgendwas finden. Irgendwie Blubberblasen. Ah, etwas. Ja, ein Nacktkiemer. Er ist tatsächlich ziemlich nackt. Oh mein Gott. Die Schmerzen tun so weh. Babylon Seeschnecke, die haben wir schon. So, kurz raus. Eugen. Hello. Ich gebe Eugen auch alles immer zuerst. Manchmal ärgere ich mich dann. Was auch ärgere mich. Zum Beispiel mit dem Muscheldach. So, dafür bekommst du bestimmt gut Geld. Ja, glaube ich ja, das stimmt schon. Aber man will das Museum fertig bringen, irgendwie. Ich denke am Anfang, es gibt ja bestimmte Sachen quasi, die nicht überall auftauchen. Man hat es ja sowieso in seinem Eintrag drin. Gut, das ist wirklich nur die Riesenmuschel und der Nacktkiemer, den Rest hat er schon.
Passt schon. Und ciao. Ich gebe meine Sachen auch erst Eugen und dann verkaufe ich die. Ja, ist ja glaube ich der einzige, ich sag mal, sinnvolle Weg. Ist auch besser, ja. Laden hat er nicht auf, glaube ich, gell? Hat schon auf? Ach, da ist die Schneiderin. Einfach war mir gar nicht wohl dabei, dass ich auf eine verlassene Insel ziehen wollte, aber ich habe mich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Die gute Luft, die Natur und verlassen ist die auch nicht mehr. Tina! Ja, Tina heißt sie. Was? Wir sind ja noch nicht lange hier, aber hier kann man es wirklich gut aushalten. Eugen ist ja auch super schnell hier eingezogen und wir konnten dieses schöne Geschäft aufmachen. Und man weiß wirklich nie, was der nächste Tag Aufregendes bringt. Da bin ich ja froh. Aber eigentlich... Naja, eigentlich wollte ich nur mal vorbeischauen und fragen, ob ich helfen kann. Bei mir war die noch nicht da. Okay. Der Feier des neuen Ladens, wir Schwestern helfen mir einfach von Natur aus gerne anderen. Aber ich glaube, die bleibt das nicht. Ob es vielleicht irgendwas gibt, bei dem mir hier etwas Hilfe nötig wäre. Huch, Tina, wie lieb von dir. Vor allem, dass du uns besuchst, haut uns schon richtig um. Padauz. Ui, Moment, wenn ich mir so überlege. Oh, eine Idee. Sag ich bin ganz ohr. Also wir hätten da momentan noch einige organisatorische Probleme. Wir bestellen ja viel per Post und ja, dieser Laden ist zwar eine Wucht, aber bestimmte Sachen fehlen auch hier noch. Wir brauchen immer noch eine Adresse, von der wir Kleidung beziehen können. Oho. Weil das mal kein Glücksfall ist. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so aufwendig, zu dieser Insel zu reisen. Ich könnte ab und zu hier das Näschen reinstecken und den Leuten Sachen verkaufen. Wäre das was? Oh, das wäre das. Oh, ob das was wäre, na und ob. Die ganze Insel würde sich freuen und die Leute darauf auch. Spitze, Geider für euch, viele neue Kunden für uns. Jetzt machen wir Geschäfte, haha. Dann will ich mich mal wieder beeilen und mit meiner Schwesterherz die Einzelheiten besprechen. Hurra, Geider für alle. Sagt rasch Bescheid, ja. Hi. Ui, Mist. Dich hatten wir ja ganz vergessen. Die ist schon so lange da. Tante Hilfe konnten wir dieses wundertolle neue Geschäft öffnen. Ein Schmuckstück. Ganz nostalgisch und verkennbar haben wir dieses Etablissement Nuxladen getauft. Wie du siehst, gibt es bei uns Fertigmöbel, die nicht durch Basteln hergestellt werden können. Im Regal hinten findest du Werkzeuge und allerlei Nützliches für den Hausböden etwa und Tapeten. Wünschen einen reichen Einkauf und dass die Sternis reichen. Und dass die Sternis reichen, genau jetzt. Also irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, ich weiß. Ja, mal dank unseren brandneuen Niederlassungen bieten wir nun 3 famose neue Leistungen an, jawohl. Zuerst wäre unser qualifizierter Ankauf von Rüben. Gerüchte halber soll wohl der Rübenhandel hier Einzug halten, mit einem echten Verkäuferin und so. Jedenfalls beteiligen wir uns, indem wir Rüben zum guten Preis kaufen, oder sagen wir zu guten Preisen. Diese ändern sich nämlich täglich, und zwar einmal am Morgen und einmal am Nachmittag. Mit einer Ausnahme Sonntag, da kommt die Händlerin auf die Insel und wir lassen die Rüben ruhen. Die zweite unserer brandneuen Leistungen ist unser Top-Ankauf des Tages. Jeden Tag gibt es genau ein Item, das wir den doppelten Preis zahlen, wenn du es uns verkaufst. Ah, ist das eine anstrengende Stimme. Was genau der Top-Ankauf des Tages ist, schreiben wir vorne an den Laden. Und zu gutem Schluss finden wir unsere Kunden vor dem Laden eine formschöne Verkaufskiste.
Die ist für alle Sachen, die uns verkaufen möchtest, ideal, wenn du mal keine Zeit hast, reinzukommen. Dieses Spiel hasst mich. Aber die war jetzt bei mir auch noch nicht da. Die ist ja nicht da. Die kommt ja bloß irgendwann mal. Ich denke, vielleicht hast du es einfach nur übersprungen. Dass du quasi vielleicht zu der Zeit nicht im Laden warst, aber die trotzdem kommt. Die ist für alle Sachen, die du an uns verkaufen möchtest, ideal, wenn du mal keine Zeit hast, reinzukommen. Also denke ich mal. Vermute ich. Vielleicht bin ich jetzt gerade zufällig in den Laden reingerannt zu dem Zeitpunkt. Ist die Nachmittag. Vielleicht wäre die dann Nachmittag nicht mehr da. Könnte sein. Den Erlös aus dem Verkauf, den bekommst du von uns im Eiltempo auf dein Konto überwiesen. Zu aufgeregt, eventuell kann sein, weiß ich nicht. 3 Konditionchen hätten die Sache nur. Erstens, wir berechnen eine geringe Gebühr für Kistenkäufe. Zweitens, Rüben werden nicht angenommen. Und drittens, für unseren Top-Ankauf des Tages bekommst du in der Box nur den Normalpreis. Und das war's schon. Ich hoffe, die Erklärung war dir jetzt nicht zu lang. Was darf es heute sein? Ich will was verkaufen. Nämlich, ach ja, das habe ich auch viel gemacht. Top-Ankäufe fürs Haus. Der Nixenschrank, top. Ja, laut tauchen geht. Also. Geht's weg von mir. Nein, die wollen mich fressen. Hilfe. Ah, sie umzingeln mich. Nein. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Nein. Nächster Schrank habe ich als Rezept, ja. Ich habe den gefunden durchs Tauchen. Was ist Ideen für Bastler? Warte ich mal. Tolles Rezept. Ja, ich glaube 2 Perlen und so Zeugs. Ich weiß ja. Was ist das? Nee. Ganz sneaky, ein Schild gekauft. Ich kauf's mal. Ich hat's auf jeden Fall noch nicht. Und fertig, wir hoffen, dass mit den neuen Anleitungen mehr Spaß am Basteln, mehr Spaß am Basteln. Wenn du R drückst, geht es weiter. Ah, stimmt, habe ich gar nicht gesehen zeitlich.
Eine Wellenfliesenwand. Eine schick Teezimmerwand. Gelb Quiltwand. Tafelparkwand. Quadratboden. Hm. Hm. Aktuell nicht so. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Die Brücken kosten ja richtig Geld, ne? Was können wir jetzt neu? Da brauchen wir gar nicht hier Geld. Können wir in der App auch machen. Aber das haben wir von der Ding gekriegt, von der Scarlett. Nicht wahr, wir haben den Mooskranstein habe ich gekriegt von dir, die Pumpe habe ich gekriegt von dir, das Holzschild habe ich gekriegt von dir, Baugarts Bücherregal ist neu, Baugarts Stuhl glaube ich auch und Mini-Werkbank. Schaukelstuhl ist neu. Da ist der nächste Schrank. 2 Perlen, eine Riesenmuschel, 2 Korallen und 5 Sanddollar. Das Goldgeschirr habe ich von der Scarlett. Die Duftlampe. Ein Ringwurfspiel ist neu. Den Muscheltürkranz habe ich von dir gekriegt. Efeutopfpflanze ist aus dem Bastelset. Tropentapete, Bambusboden und Dschungeltapete waren von dir. Dschungelboden habe ich vom Ding gekriegt, von der Flaschenpost. Perlen kosten 10.000 eins. Ich habe schon wohl versucht, also einfach nur zum Testen. Ach, da braucht man die Muscheln, das sind Sommermuscheln, alles klar. Na, aber langsam werden es 2, 3 Rezepte. Gibt es 2, 3. Fischi. Ich finde die Bilder so nice, ne? So voll das C-Ding und dann einfach so richtig komisch Bilder, einfach nur so wack. Originalfoto einfach drin, so nach dem Motto. Spuder. Was hier noch? Achso. Okay, dann würde ich sagen, genehmigen wir uns noch eine Medizin. Das ist wichtig. Kann man runterfallen. Ich schluck auf. Entschuldigung. Ich denke, wir werden jetzt aufhören. Ach, hier, ist das pfeift? Frisch gewischt Schild. Ich glaube, da kann man runterfallen, Schild. Ich habe tatsächlich so eins. Also in Wirklichkeit auch. Wurde mir mal, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo das hier ist, keine Ahnung. Ich ruhe mich nur aus. Okay, aber ich würde sagen, wir hören auf für heute. Ach Gott.
bin schon durch komplett. Also gut, ihr Lieben. Nochmal danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Morgen gibt es, wie gesagt, morgen bin ich zwar auch online, so gegen zwischen 7 und 8, müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Morgen ist nämlich der Mighty, Orchkattel und Ortlo sind morgen bei mir. Und die Theresa. Also, und machen wir quasi, ja, ist das so, ich sage immer, Real-Life-Spieleabend, so glaube ich, kann man sagen. Es geht um ein Brettspiel einfach nur. Ich bin am Rumprobieren, weil ich später mal für so Kuchen machen und so Zeug quasi auch was probieren wollen, das passt recht gut, dass man es mal testen kann mit zwei Kameras gleichzeitig und so Zeug. Ähm, Morgen Abend wird es gehen. Wenn es euch interessiert, schaut gerne rein. Also morgen gibt es kein Animal Crossing, das wollte ich damit sagen. Sondern ist quasi dann so, ja, mal ein anderes Format ein bisschen, sage ich jetzt mal. Ist es Test, ich hoffe, es funktioniert alles mit dem Ton. Rest konnte ich ausprobieren. Ton ist immer schwierig, wenn einer allein da ist, geht's. Wenn mehrere beieinander sind, muss man erst schauen, wie es dann klingt. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Wir werden sehen. Zumindest sieht man Spielbrett separat und uns separat. Müsste hoffentlich funktionieren. Aber müsste so irgendwo zwischen morgen, also um 7 Uhr kommen die, zumindest die ersten, sage ich jetzt mal. Und so gegen 8, denke ich mal, sind wir dann auf jeden Fall on. Ich kenne das Spiel nicht, also es muss erklärt werden. Von dem her gibt dann auch die Anleitung zum Runterladen. Kann man kurz schauen, Moment. Das ist. Nein, ich habe es falsch geschrieben. Moment einmal. Ich muss kurz spicken. Ich glaube, ich schreibe es gerade falsch. Moment. Oh mein Gott, ich habe die D schon am Ende. So stimmt's, genau. Das quasi ist das Regelbuch von dem Spiel. Ich denke, es wird das morgen sein. Wie gesagt, mal schauen. Mein erstes Mal in der Richtung. Ich hoffe, es wird cool. Also wer vorbeischauen mag, würde mich freuen. Okay, aber ich wünsche eine wunderschöne Nacht. Schlaft's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.